Moin, ihr Landratten. Moin. Geht los. Schon wieder live? Wir sind schon wieder live. Jo. Wieder Frühstart, ne? Ein bisschen Frühstart, ja. Aber dazu müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal was sagen. Ja, zum ganz Thema genau. Frühstart. Ne? Wir sind nämlich ein bisschen frustriert. Naja, frustriert ist übertrieben, aber Stimmt, das ist nicht so das richtige Wort. das ist nicht das richtige Wort, nein. Aber wir sind so ein bisschen hin und her gerissen. Wir waren ja schon, ja, wir sind schon so nach etwa eine Stunde hier, Ja. dreiviertel Stunde sind wir schon hier, ganz entspannt. Und ja, haben da natürlich auch schon so ein bisschen geguckt, ne, was so draußen los ist. Und ja, da ist halt schon das eine oder andere passiert draußen im Hafen. Echt Und guter Beifang schon gewesen, ne? ja, und dann dachten wir uns, Mensch, gehen wir denn jetzt live oder gehen wir nicht live? Und dann dachten wir uns, nee, wir haben mal 17:30 Uhr gemacht. Und es gibt ja doch viele, die sich auch die Uhrzeit zurechtlegen. Und jetzt haben wir aber entschieden, in Zukunft machen wir das so, wenn wir fertig sind, Und starten wir. dann starten wir. Na gut, du musst es ja auch so sehen. Es verpasst ja niemand irgendwas. Das, was wir im Prinzip machen wollen, das passiert ja genau zu der Uhrzeit, wo wir es auch sagen. Also im Prinzip Genau. ist ja nicht eine Nova denn weg, wenn wir früher starten, sondern es sind halt so viele tolle Sachen, die hier vorbeifahren. Und ich denke, es ist gerade auch Deck 7 natürlich hier oben, sind wir natürlich auch immer ein bisschen früher da. Aber ich finde, da kann man auch einfach ein bisschen eher starten und die guten Sachen mitnehmen, oder? Sprich mal ein bisschen weiter. Ich fummel derweil noch mal so ein bisschen hier am Tonpegel. Hast du was zu fummeln? Ja, ja, so ein bisschen. Ist der Ton wieder nicht so gut? Ich glaube, wir Ja, müssen ist ja mal nie. Ton ist ja nie gut. eine Ton Brille ist ja nie gut. aufsetzen, damit ich Nein, also was kicken genau, kann, ne? also das haben wir uns überlegt und ich meine, dafür haben wir ja letztendlich auch den WhatsApp-Kanal, dass wir euch einfach früh genug benachrichtigen können. Also ich blende das hier noch mal ein. Und es ist einfach schade, dass man da halt dann ja, teilweise auch Sachen schon verpasst. Ne? Ja, und heute ist halt auch das Licht noch ein bisschen da, was ja auch, glaub Ja. ich, das erste Mal, kann das sein, dass das erste Mal wieder hell ist, seitdem wir hier sind? Ja, genau. Also es ist jetzt noch so ein bisschen Restlicht. Also Sonnenuntergang ist nicht. Ihr seht, es ist schon so ein bisschen diesig, aber immerhin kann man überhaupt rüber gucken über die Elbe. Also Ja. insofern, das ist schon mal... Wegen Licht und ohne Nebel, musst du dazu Ja, sagen, ne? genau, genau. Also Ton haben wir gerade noch mal ein bisschen nachjustiert. Deshalb habe ich mich auch umgedreht. Kann sein, dass ich da gleich noch mal bei muss. Ja, also abonniert den WhatsApp-Kanal und in Zukunft ist es so, dass die angegebenen Stream-Startzeiten nur noch grobe Empfehlungen und Schätzungen sind. Empfehlung. Schätzungen, ja. Also wir empfehlen heute mal 19:30 auch nö. Ja, ja und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe da eben Schlepper gesehen. Ich glaube, oder es könnte sein, dass am CTT das hintere Schiff noch rausgeht. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass da noch ein Aufkommer ist. Also Ja. irgend so ein 300-Meter-Dampfer ist da noch, der reinkommt und der zum CTT möchte. Dürft ihr gerne noch mal nachschauen. Ist irgendwie ein Name, den ich gar nicht kannte. Auch ein relativ kurzer Containerschiff A mit A irgendwas. Okay, ja, irgendjemand Ja. wird schon raussuchen. Irgendjemand findet das schon raus. Ne? Guck mal, Malte ist auch da. Er sagt, ich habe nachher eine Nachtfahrt gewonnen. Ja, Ja, super, das ist also doch klasse. Eine Nachtfahrt ist immer noch besser als eine Nacktfahrt, oder? Dann kommen wir heute Nacht noch mal ein bisschen rüber zu dir. Ne? Absolut. Ja. Guck mal, Robert Kröber ist auch seit 18 Monaten dabei. Klasse. Er schreibt, da ist schon einiges Wasser die Elbe hinabgeflossen in 18 Monaten. Bald steht eine Absolut. 2 davor. Wow. Hallöchen und ganz lieben Dank an Tanja Paddy und dem ganzen Hamburg Hafen Live-Team. Timo ist seit 12 Monaten dabei und schreibt, richtige Entscheidung und man kann ja auch später den verpassten Teil nachgucken. Ja, ich denke auch. Und wie gesagt, vielleicht müssen wir es dann so machen, dass wir dann später noch mal eine zweite Begrüßung machen oder so. Auf jeden Fall, ja, das sollten wir Na, auf jeden Fall ja. machen. Und XY ungelöst. XY ungelöst. Ich habe die Sendung geliebt. Ich habe sie geliebt. 5 Monate auf der Speicherstadt. Dankeschön. Und er schreibt, ihr macht das super, so wie ihr das für richtig haltet. Super Kanal und bin gespannt auf morgen. Ja, morgen. Ach Morgen. Ja. Nochmal kurz zu Andrea. Vielleicht musst du auch einfach nur mal den Ton ein bisschen lauter machen. Genau, Also, wenn du die Einzige bist, die das so hört, dann drehst doch einfach vielleicht mal ein bisschen lauter. ganz genau. Hier, der Aufkommer ist die Argus. Genau, das war der Name, den ich vergessen hatte. Die Argus. Und so. Und vorhin, bevor wir gestartet sind, hat auch noch der Sascha eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Beziehungsweise erst eine Mitgliedschaft und dann nochmal ein Upgrade. Vielen, vielen Sascha, Dank. danke schön. So, ich stelle mich mal an die Kamera, mach mal die zweite. Und mach mal die zweite Kamera aus.
Und dann werde ich mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen was entdecke. Hier kommt nämlich von links der nächste Schleppi rein. Und der scheint unterwegs zu sein zu der, was ist denn das da hinten? Irgendeine Costco oder so. Irgendeine Costco. Meine ich zumindest, oder? Ja, wir haben es ja auch schon angekündigt. Nachher haben wir den Fabian wieder da. Und den schalten wir wieder dazu. Und der Fabian, der ist ja verantwortlich für die Idee, dass ich eine Kreuzfahrt mache. Und nachher wollen wir enthüllen, wohin es geht, mit welchem Schiff, wann, wie und so weiter und so fort. Aber da haben wir uns gedacht, da holen wir auf jeden Fall den Fabian dazu. Auf jeden Fall. Vielleicht kann der ja auch ein bisschen was dazu sagen. Und du weißt ja, welche Frage mir extrem unter den Nägeln brennt, ne? Ja, willst du es jetzt schon sagen? Oder? Nein, ich sage ja nicht, wo du hinfährst, aber ich bin so gespannt, ob tatsächlich irgendeiner von euch, der jetzt zuguckt, diese Reise Meinst du, ob gebucht irgendein hat. Zuschauer dabei ist? Ja, das kann sein. Die Frage beschäftigt mich wirklich schon, seitdem ich weiß, wo Paddy hinfährt. Das würde ich so cool finden. Ob irgendjemand zufällig auch auf der Reise ist, ja. Ja, die MSC Alexandria ist das da hinten. Danke für die Info. Danke, danke, danke. Die geht auf jeden Fall noch raus. Die muss Platz machen für die, oh Gott, den Namen schon wieder vergessen. Wie war denn das? Soll ich hier noch mal gucken? Vielleicht finde ich es noch. Atea oder so hieß sie. Och Mann, oh Mann. Paddy und dein Gedächtnis. Brinchen meldet sich und schreibt, ich bin gerade auf der Nova. Brinchen, dann kannst du ja nachher mal winkeln. Heute sehen wir ja auch mal was. Genau, die Argus ist es. Oh Mann, ey, wenn das nicht so Schiffe sind, die irgendwie ständig rein und raus gehen, dann brauche ich leider etwas, um mir das zu merken. Die Argus. Kannst du es dir nicht so auf die Hand schreiben wie früher in der Schule? Ja, sollte ich vielleicht machen. Das sollte ich vielleicht machen. Ja, es ist ganz lustig, wie ihr alle schon am Rätseln seid. Ich hatte das heute auch bei Instagram mal gepostet, dass vielleicht der ein oder andere da mal raten kann. Und ja, ist ganz interessant, was ihr alle geraten habt, wo es hingeht. Aber das werden wir dann gleich enthüllen. So circa 17:45 Uhr kommt der Fabian dazu. Jetzt gucken wir mal, ob die MSC, ja, die wird ja wahrscheinlich dann noch vor der Nova rausgehen, oder? Da gehe ich mal von aus. Guck mal, und Roswitha schreibt, sie sind nebenan im Gin-Hotel und schicken ein paar Grüße rüber. Ja, klasse. Ja, das ist ja gleich nebenan. Habt ihr das denn Gleich gebucht, nebenan. weil ihr das hier mal gesehen habt? Oder seid ihr da jetzt ganz zufällig und habt den Kanal entdeckt? Es sind aber auch wieder einige Vögel unterwegs hier, direkt vor der Kamera. Ja, die kommen jetzt auch alle wieder raus, wenn das Licht ein bisschen länger hell ist. Ja, ich will noch mal kurz in die Spendenliste gucken. DJ Sven Kinder hat 2 € Superchat dagelassen. Sven, ganz lieben Dank. Dankeschön. Dave Blue ist seit 12 Monaten dabei und schreibt Moin und Party on, jawohl. Danke dir. Beatrix Kogler, seit 13 Monaten auf der Speicherstadt. Dankeschön. Danke. Und Andi, der Sattelschlepper, ist auch wieder dabei. Mit 2 Schweizer Franken. Er sagt, Tanja ist zu leise, Paddy okay. Vielleicht bin ich auch zu laut, aber ich glaube, wir haben es jetzt. Ja, ist leider irgendwie jedes Mal schwierig mit dem Ton. Easy Crossy, herzlichen Dank im 7. Monat dabei auf Twitch mit einem Sub. Ganz, ganz lieben Dank an dich. Und Annette Wasal ist auch nochmal 2 € Superchat da. Danke Dankeschön. dir. Danke, danke. Eben war hier nochmal die Frage, warum ich nicht mitfahre auf die Kreuzfahrt.
Weil es eine Geschäftsreise ist. Das ist ja keine Vergnügung. Das ist What? Das ist eine Geschäftsreise. Also ihr arbeitet da beide? Das ist Hamburg Hafen Live. Also ich würde das ja jetzt... Ich sehe dich da schon mit Fabian das ja schön, nicht- jeder links ein Cocktail, rechts ein Cocktail. Ich mache das ja nicht zum Vergnügen, so eine Kreuzfahrt. Ach so, nee, ist schon klar. Also ich würde ja in meinem Urlaub ja keine Kreuzfahrt Da machen. willst du mich dann noch mitnehmen, ne? Aber Würde so ich auf dich so eine mitnehmen, Geschäftsreise. natürlich. Nein, also eigentlich hat das eher den Grund, da wir ja 2 alte Hunde haben und die wir einfach nicht mehr so lange alleine lassen können. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. Mir wären jetzt persönlich, glaube ich, 10 Tage zu lange. Also Jetzt fängt sie an schon zu verraten. ja, ist doch Jetzt nicht fängt so sie schon an zu schlimm. spoilern hier. Ei, 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 ei. Du haust es ja so und so gleich raus. Also, naja gut. Ich wollte ja nicht sagen, dass du in die Karibik fährst, ne? Guck mal, jetzt ist aber schon mal ein Teil geleakt. Naja, die Leute müssen ja auch ein bisschen spekulieren können hier. Also mal so ein bisschen Infos kannst du ja schon mal raushauen. Nein, also wie gesagt, die Hunde werden wir auch nicht mehr so lange alleine lassen. Und ich wäre eher mal so für so eine Kurzkreuzfahrt dann zu haben. Aber guck mal, wir haben wieder ordentlich Ebbe. Und seht ihr, wenn ich jetzt hier mal rechts runter filme, wo da die Wasserkante ist, da ist immer ordentlich Vogelparty. Wenn du da jetzt ein Fischbrötchen reinschmeißt, was meinst du, was da los ist? Dann wäre richtig Attacke. Kann das mal jemand machen vom Ufer? Also dagegen ist in Alfred Hitchcock gar nichts, ne? Ich erinnere mich an die Fahrt mit der Skalar, wo der Captain dann, oder wo wir auch an so einem riesigen Feld mit Vögeln vorbei sind und André dann einmal aufs Typhon gedrückt hat. Die Vögel, ne, wie die abgezischt sind. Hast du das nicht auch letztens, hatten wir das nicht auch letztens in unserer Story mal wieder? Guck mal, jetzt werden sie durch irgendwas aufgescheucht. Wenn Ebbe ist, hat man auch gleich eine ganz andere Geräuschkulisse hier. Ist richtig laut, die Brandung. Richtig laut. MacJ, herzlich willkommen an Bord, ein neues Fischmarktmitglied. Ich habe Dankeschön. dich eben überhört. Du hattest eben eine Frage, die habe ich nicht beantwortet, Echt? weil ich gerade gefilmt habe hier. Weiß ich jetzt gar nicht Hast mehr. du auch was wieder ich hatte. vergessen? Ja, ganz genau. Ja, ach. Du, was interessiert mich von mein Geschwätz von gerade eben? Sebastian Kolzer hat auch den Lotsen entdeckt, der gerade für die MSC gekommen ist. Ah, sehr cool. Dann geht die raus. Ist das die vordere oder die hintere? Nee, das ist die hintere. Das ist ja ein großer Klopper, würde ich sagen, ne? Ja, die ist schon ein bisschen größer. Ach, ist das nicht schön, wenn die Lichter angehen im Hafen? Ach, das ist herrlich. Ich liebe das.
die Kameras umstellen. Es wird jetzt doch dunkler. Geht das aber auch relativ schnell, ne? Ja. Ja, an den Kameraeinstellungen merkt man das immer sehr schnell, wenn es dunkler wird. Da muss man dann doch ab einem gewissen Zeitpunkt ordentlich nachregeln. Meinst du denn, die AIDA geht erst raus? Das weiß ich nicht. Mein Gefühl wäre, dass die MSC noch vorher rausgeht. Okay. Ist so krass, wie Apple ist, ne? Also ich liebe, da kannst du wirklich eine Wattwanderung jetzt machen. ich liebe ne? das auch, das zu beobachten. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir den Fabian gleich nicht verpassen. Aber Fabian ist Ostwestfale, der ist, glaube ich, auf die Minute pünktlich. Okay. Ja, Andi, Sattelschlepper Andi, 5 Schweizer Franken nochmal. Er sagt, Paddis Kreuzfahrt mit Willi Elbaufwärts zur Quelle. Oder zur Elbcam. Das wäre was, genau. Oder winken, einmal Elbcam. Einmal winken und zurück. Das wäre in der Tat sehr, sehr lustig, ja. Montafon, eine verschenkte Mitgliedschaft. Dankeschön. Dankeschön. Und da haben wir nochmal die Eiseldelta, einen der Saugbagger, die hier immer im Hafen aktiv sind. So, ich gehe mal da hinten auf das Terminal. Und dann gucken wir mal. Ja, Fabian ist noch nicht da. Also auch die ganzen, ich finde aber auch die ganzen Bootsgeräusche, also alles wird irgendwie verstärkt. Ja. Also der ganze Umgebungssound ist heute irgendwie extrem viel lauter. Aber ich habe ja auch das Gefühl gehabt, dass heute irgendwie wieder viel mehr los war, auch mit Barkassen und so. Ne? Also Ja. als wir angekommen sind, so irgendwie, man hat so ein bisschen, Vielleicht aber auch, weil es jetzt, wir sind jetzt so an der Grenze, wo es noch so 17:30 noch so ein bisschen hell ist. da meinst du, machen die noch mal schnell eine extra Runde, ne? Demnächst fangen wir auch einfach viel früher an, machen so ein bisschen Warm-up. Können wir Wenn die um eigentlich auch 18 machen. Uhr rausgehen, können wir auch um 17 Uhr, 17 Uhr 16:30 starten, starten. Einfach ein bisschen aufs Wasser gucken. Weil den Blick, den muss man hier echt genießen und ausnutzen. Ne? Also das Ja. ist echt toll. Sven Kinder, nochmal eine verschenkte Mitgliedschaft. Danke, Sven. Dankeschön. Und Beatrix haut auch noch eine raus. Ganz lieben Dank, Beatrix. Danke. Und der Proxy, einen Monat auf dem Fischmarkt dabei. Danke dir. Martin und Jutta verschenken auch noch eine Mitgliedschaft. Danke euch beiden. Und Stevie im 7. Monat auf Twitch mit dem Prime Sub dabei. Danke dir. Und Amarok ist mit einem Prime Sub dabei. Danke, Amarok. Dankeschön. So, jetzt wollen wir mal gucken.
ob der Fabian gleich dazu kommt. Eigentlich ist er auf die Minute pünktlich und es ist 17:45 Uhr. Habe ich denn hier eigentlich auch wieder einen Kopfhörer? Den habe ich dir da unten hingelegt. Du hast da ein längeres Kabel. Das ist doch gut, sonst höre ich ja nichts. Oh, dieses Rauschen ist einfach so herrlich. Hört ihr das denn eigentlich auch gut, so diese Geräusche jetzt aus dem Hafen? Ich glaube schon, dass die Zuschauer das ganz gut Wir hören. haben ja unser Wombat hier auch aufgestellt wieder, unser Haustier. Das macht einen guten Job, ne? Ach, guck mal, jetzt schreibt Fabian, ob wir ihn sehen. Nee, wir sehen dich nicht, Fabian. Ups. Guck mal, ob ich ihn höre. Nee, er ist noch nicht hier drin. Warte mal. Vielleicht muss ich ihm den Link nochmal neu schicken. Guck mal, das Rauschen hört man bis in den Süden, sagt Sabrina. Ja, cool. Ich schicke ihm den Link nochmal neu. Und hoffe, dass er dann gleich reinkommt. Also die üblichen Problemchen einer Videokonferenz. Aber jetzt kommt Fabian rein. Jetzt sehe ich ihn zumindest. Ich höre auch was. Fabian, Super. hörst du mich? Ja, ich höre dich. Das ist Hört ihr mich auch? wunderbar. Ich höre dich auch. Dann Moin. fragen wir Sehr mal schön. die Zuschauer, ob die dich auch schon hören oder ob ich dich noch gemutet habe. Ich habe nämlich Ja, ich einfach- probiere es mal. Ich spreche schon mal und begrüße alle. Einen schönen guten Abend. Eigentlich müssten die dich hören. Super. Ja. Ist immer schön, wenn man für sich selbst irgendwelche Testsätze aussuchen muss. Ne? Ja, genau. Du kennst das bestimmt auch von Videos, wo man dann erst mal irgendwas irgendwie einsprechen muss. Mhm, genau, richtig. Erstmal der Soundcheck, ganz wichtig. Ganz genau. Also, bei uns ist der Fabian. Warte mal, ich kann uns auch hier mal auf die Kamera holen. Was ist denn da mit rein? Ah, so gerade. Ja, klar. Ich Ja, muss- sehr schön. Ja, müsst- guten Abend. Hallo, musste die schön euch zu Kamera sehen etwas und drehen. guten Abend in die Runde. Moment. Quatsch mal gerade mit Tanja, ich drehe mal die Kamera. So, moin Fabian. Moin Tanja, hallo. Heute gibt es die große Enthüllung. Ich habe ja schon ein bisschen Ja, richtig. gespoilert Alle heute mal. Alle ganz gespannt. Es gab auch schon in den sozialen Netzwerken, habe ich auch schon Nachrichten bekommen, die letzten Tage, ob ich schon was verraten würde. Aber ich habe gesagt, nee, noch nicht. Das machen wir heute mal alles schön offiziell hier. Ja, sehr cool. Und wie gesagt, was mich ja die ganze Woche so beschäftigt, ob wirklich Zuschauer, die jetzt heute zuschauen, tatsächlich die Reise gebucht haben. Wer weiß, wie lange auch schon. Ne? Das Oder noch buchen jetzt. Oder Ne? noch Das kann ja auch buchen. sein, das weil sie noch wär's dabei sein also, möchten. das wäre ja noch was. Ich kann mal ein bisschen lesen. Ja, ihr Lieben, also viele von euch kennen den Fabian ja schon. Der Fabian betreibt das Kreuzfahrtstudio, ist selber auf YouTube auch sehr aktiv. Wir hatten ihn jetzt schon zweimal in der Sendung als Kreuzfahrtexperten und in einer der letzten Sendungen kam Fabian dann mit dem Vorschlag, Paddy, mach doch einfach mal eine Kreuzfahrt. Ich suche dir mal was raus und ja, dann gehen wir doch einfach gemeinsam auf deine erste Kreuzfahrt. Da habe ich Ja, genau. da habe ich ein paar Nächte drüber geschlafen und fand dann die Idee aber ehrlich gesagt ganz cool. Ja, Dachte mir, jemanden dabei zu haben, der das schon mal gemacht hat, warum nicht? Warum nicht? ja. Einfach mal machen. Genau, Ne? richtig. Ja, Ganz nee, genau. das ist doch super. Ich freue mich auch echt drauf. Und ja, dann führen wir dich mal ein in die Thematik. Du kennst es ja von draußen, siehst du die Schiffe ja nun fast täglich und von innen auch mal zu sehen. Ein Kreuzfahrtschiff, du bist ja auf Schiffen ja zwar schon unterwegs gewesen, aber ein Kreuzfahrtschiff ist ja doch nochmal was anderes und da freue ich mich sehr, das gemeinsam mit dir zu erleben. Ja, ich gehe jetzt mal hier bildmäßig auch wieder auf das, was draußen passiert. Wir warten nämlich parallel noch darauf, dass da hinten ein Containerschiff rausgeht, Fabian. Aber bildmäßig sind wir ja nicht ganz so wichtig. Genau. Wollen wir denn mal enthüllen, wo es hingeht?
Oder soll ich einfach mal anfangen, damit die Route einzuspielen? Ich habe die nämlich mal als kleine Animation vorbereitet. Ah, okay, ja. Und Also eigentlich müssen ja erstmal die Zuschauer jetzt oder überlegen, ab welchem Hafen es denn wohl losgeht. Das ist ja die wichtigste Frage, oder nicht? ja, Für euren Kanal vor allem. Ich hatte ja heute schon mal auf Instagram so ein bisschen rumgefragt, so eine kleine Umfrage gemacht und warte mal, Tanja zeigt mir hier wieder irgendwas. Fabian ist zu laut, war eben. Fabian ist zu laut. Dann muss ich mal gucken, ob ich den nebenbei etwas runterregeln kann. Fabian, sag noch mal was. Ja, ich erzähle noch mal was. Ich hoffe, es ist jetzt besser. So, jetzt kriegt Fabian, drehen wir ihn ein bisschen runter. Also, ja, ich kann sonst hier auch was verstellen, aber ich denke, du kannst das Nee, das besser geht schon hier ganz gut. Okay, super. Ja, alles klar. Ja, ich weiß nicht, ob du nebenbei in den Chat guckst, aber da sind natürlich viele, die schon schreiben Hamburg. Ja, ich sehe schon auch schon, genau. Und ich glaube, du hast es auch letztes Mal aber gesagt, dass eigentlich eine Kreuzfahrt ab Hamburg gehen müsste, wenn ich mitkomme, oder? Genau, das, ja, wir hatten ja über die verschiedensten Dinge nachgedacht und ja auch überlegt, irgendwas ja, in Norwegen startend, Stichwort Postschiffroute, Hurtigruten etc. Aber ich habe dir auch gesagt, also im Grunde, es muss ja in einem bestimmten Hafen losgehen, der euch ja nun sehr nahe liegt. Ja, ich muss gestehen, es ist natürlich auch eine schön bequeme Sache, wenn ich in Hamburg an Bord gehe. Ja. Einfach hinfahren zum Terminal und dort einsteigen, also je nach Tour, dann Steinwerder oder Altona. Oder vielleicht auch schon das neue Terminal, was ja auch bald in Betrieb gehen soll. Boah, sag mal, hier ist aber eine Action heute im Hafen. Ich habe gerade zu viele Dinge auf einmal, die hier passieren. Ja, ich denke, wir quasseln gar nicht lange drum herum. Also ich spiele einfach mal die Route ein. Ich habe die mal vorbereitet. Es geht natürlich los in Hamburg. Und viele haben ja natürlich auch schon richtig geraten, ich möchte gerne nach Norwegen. Also geht es nach Norwegen, hoch in die Fjorde, nach Flam, dann weiter nach Ålesund, Molde, Andalsnes, Nordfjordeid, ich kann das alles nicht aussprechen, in den Geirangerfjord und ja, auf dem Rückweg dann nochmal in Haugesund vorbei und dann zurück nach Hamburg. Insgesamt sind es 10 Tage, richtig? Mit 11 Tage, glaube ich. Oder, ja, 10 Nächte sind es, soweit ich weiß. Genau, ja. Mit 2 oder 3 Seetagen. 2 Seetage. Ja, 2 Seetage. Genau. Und die Animation war ja toll mit dem Ruderboot. Also du ruderst und ich helfe, oder? Du kriegst das Megafon in die Hand. Sehr gut. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was zu der Reise. Also decke es doch mal auf, was wir uns, beziehungsweise was du vorgeschlagen hast, wo ich gesagt habe, das gefällt mir sehr gut. Ja, genau. Also wir werden unterwegs sein mit AIDA Prima. Und zwar ab Hamburg, wie Paddy schon erzählt hat, dann 10 Tage in Richtung Norwegens Fjorde mit ganz besonderen Highlights. Denn ja, wir haben nach einer Route gesucht, die nun auch in diese Fjorde hineinführt. Wir haben es in der Animation schon gut gesehen. Wir hatten auch erst Routen im Blick, die 7 Tage gehen zum Beispiel, aber da war so richtig die tiefe Fjordwelt nicht mit dabei. Und wir fahren richtig weit ins Landesinnere, um die 200 Kilometer bis nach Flåm zum Beispiel. Nordfjordeid ist noch ein wunderschönes landschaftliches Highlight und natürlich ja, der Fjord aller Fjorde, der Geirangerfjord, UNESCO-Weltnaturerbe. Und ich finde, ja, ist wirklich einer der schönsten Fjorde. Aber auch Flåm, der Ort, den wir zuerst erreichen, ist schon ein großes Highlight und bietet dann ganz, ganz viele Möglichkeiten auch für Livestreams während der Passagen durch die Fjordwelt. Es ist wirklich traumhaft schön und ich finde, Norwegen gehört zu den schönsten Destinationen überhaupt und es liegt so nah. Mit einem Seetag sind wir also in den Norden Richtung unterwegs und dann kommen wir schon an und tauchen ein in die Fjordwelt. Es sind aber auch ein paar Orte mit dabei, wie zum Beispiel Ålesund. Auch schön, so den Kontrast zwischen Natur, aber auch Städten zu erleben. Haugesund und Molde zum Beispiel. Also wirklich sehr abwechslungsreich. 10 Tage, perfekt von der Länge, um wirklich das Schiff auch in vollen Zügen kennenzulernen. Und da freue ich mich schon, dass wir es gemeinsam alles entdecken. Fabian, die Frage aller Fragen. Wie ist der Empfang in den norwegischen Fjorden? Ich will streamen, bis die SIM-Karte raucht.
Also ja, Ja, also wir haben natürlich gesagt, die Kreuzfahrt, da müssen wir halt auch ein bisschen was für den Kanal und für die Zuschauer tun. Ich habe da auch Bock drauf. Natürlich so ein bisschen einlaufen, auslaufen und vielleicht auch, ja, vielleicht mal den einen oder anderen Landgang oder auch mal einfach so ein bisschen durch die Fjorde fahren. Wie ist deine Erfahrung, was so Empfang angeht? also Norwegen ist perfekt vom Empfang. Das ist schon echt super. Das Land ist so gut ausgebaut, selbst vor der Küste noch. Es ist immer super Empfang und das sollte kein Thema sein. Also da bin ich mir sicher, dass wir da gut viel zeigen können und ihr als Zuschauer auch viel davon habt und uns da live begleiten könnt. Das ist in Norwegen wirklich gut ausgebaut alles. Ja, ich bin echt mega gespannt. Und jetzt, ach so, wann geht's los? Ja, am 12. Juni bis zum 22. Juni, also 12.06. bis 22.06. sind wir dann an Bord von der Ida Prima. Ja, und wir haben gesagt, schön wäre natürlich das Ganze auch im Sommer zu machen, einfach um auch lange Licht zu haben. Und in Norwegen Genau. ist sowieso dann sehr lange hell. Ich glaube, das ist halt zum Gucken toll, das ist zum Fotografieren toll, aber auch zum Filmen und für Livestreams ist es einfach schön, wenn wir in der Zeit reisen, wo es sehr lange hell ist. Genau, Fabian, richtig. falls noch jemand mit möchte von den Zuschauern und irgendjemand sagt, Mensch, ich springe da noch an Bord, was kostet denn die Reise? Oder, Ja, ja, also der Range ist ja riesengroß, ne? Also jeder, der schon mal sich mit Kreuzfahrten beschäftigt hat, der weiß, dass das von vielen Faktoren abhängig ist. Wo geht es los preislich? Genau, also preislich startet die Reise in der Innenkabine. Das ist ja immer die kleinste Kategorie ohne Fenster. Da liegt die Reise bei 1680 pro Person. Wer sagt, er möchte noch ein Fenster dazu haben, also eine Mehrblickkabine, liegen wir bei 2280 Euro pro Person. Und ja, so die beliebteste Kategorie ist ja mal die Verandakabine, also mit großer Tür zum Öffnen und Balkon bzw. Veranda davor, um auch rausgehen zu können. Da liegen die Preise ab 2450 Euro. Und nach oben gibt es natürlich immer kaum Grenzen. Also es gibt natürlich dann auch noch Junior-Suiten. Die liegen bei 3.800 pro Person oder bis hoch zur Premium-Suite. Das ist jetzt das Größte, was noch verfügbar ist, bei 5.300 ungefähr pro Person. Das ist so die Preisrange, das sind alles Preise. Oh. Da möchte jemand raus und ich glaube, da möchte jemand noch unbedingt vor dem Containerschiff raus. Ja, Kann schönes natürlich Geräusch. sein, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Nova dann doch ein bisschen flotter unterwegs ist und sagt, ich habe keinen Bock darauf, die ganze Zeit hinter der MSC hinterher zu fahren. Und Ja. deshalb sind die super pünktlich, 17.57 Uhr. Meistens sind sie gerne 10, 15 Minuten später. Mhm. Und heute sehen wir ja zum Glück was. Ja. Ja, und am Sorry, ich habe dich 12.06. eben filmen wir unterbrochen, das Ganze. aber Horn ist einfach. Ja, klar. Ja, ist ja richtig. Und das Ganze am 12.06. dann von Bord des Schiffes im Stream. Also das wird dann nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt und ich habe auch richtig Bock, was zu zeigen und ja, euch da mitzunehmen. Ich bin auch schon gespannt. Mit dem Fabian zusammen wird das halt, glaube ich, auch sehr, sehr lustig, vor allem auch informativ, weil er natürlich auch eine ganze Menge ja, Infos dann hat für alle, die vielleicht, sag ich mal, sich auch für Kreuzfahrten interessieren. Aber in erster Linie geht es natürlich darum, dass wir ordentlich Spaß haben. Genau, absolut. Ja. Und das werden wir auch. Und ich bin mir sicher, ist eine großartige Route. Ich habe ja auch lange geschaut, was können wir für eine Route wählen, die Sinn macht, wo wir viel zeigen können, wo du viel siehst, wo du viel erlebst, die Vielfalt des Landes kennenlernst. Und da haben wir da wirklich eine sehr gute Wahl getroffen. Und ich muss auch gestehen, jetzt bin ich auch so ein bisschen aufgeregt. Ja, zu Recht. Ja, Ja. der ersten Kreuzfahrt absolut zu Recht. Ja, du, erst tut man da so ganz cool, ach ey, Kreuzfahrt, ich bin ja schon so oft Containerschiff gefahren, was soll da so eine Kreuzfahrt? Ne? Und dann aber, als es dann irgendwie in trockenen Tüchern war, ich mir das angeguckt habe, dachte ich doch, Mensch, irgendwie wird das jetzt doch eine ganz coole Geschichte. Geht ja auch schnell. Ja? Jetzt 4 Monate Ja. noch ungefähr, dann sind Ja, wir schon da. ja. Oder geht's fast los. Ja, Ja, ja. super, super. Also falls jemand da Bock drauf hat und tatsächlich sagt, Mensch, ich fahre doch auch einfach noch mal mit, fragt einfach den Fabian
Und falls sich da noch ein paar Leute finden, denke ich, kann man mit Sicherheit an Bord auch mal das ein oder andere Treffen organisieren. Weißt du, was ich gerade lese? Hier Florian, ne? Florian Wiemer, mega wie geil. Wir machen dieses Jahr genau diese Reise, dann sehen wir uns bestimmt mal. Vanessa, Florian und Vanessa sind auch auf dem Schiff. wie witzig. Das ist ja süß. Ich habe das doch schon so geahnt, dass Das ist ja irgendjemand cool. diese Reise macht, der hier zuguckt. Das ist ja super lustig. Ja, genau, das haben wir auch gesagt, dass wir wollen ja auch, da wollten wir ja nochmal sprechen, auch, was wir nochmal bieten, dass wir nochmal ein gemeinsames Treffen ja auf jeden Fall anbieten. Und das wollte ich jetzt mit der Reederei auch nochmal besprechen. Und dass wir da ja noch was Schönes draus machen. Also wir machen jetzt nicht irgendwie so eine Gruppenreise, wo wir sagen, die ganze Zeit genau. ist das betreutes Reisen mit, Ja. mit Fabian und Paddy. Aber wir haben gesagt, wenn da tatsächlich irgendwie ein paar Zuschauer an Bord sind, hey, natürlich sind wir da und natürlich treffen wir uns mit euch und quatschen und dann kann man auch mal zusammen essen, mal ein Bierchen trinken oder so. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie ein festes Programm von unserer Seite aus gibt. Genau, ja. Ja, Aida Nova ist in Fahrt. Es geht, glaube ich, mal wieder auf die Metropolentour. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht nachgeschaut, weil das auch irgendwie so ein täglich grüßt das Murmeltier ist. Wobei die Aida Nova sich ja abwechselt. Die fährt ja auch teilweise die Metropolentour und dann auch teilweise so kleine Norwegen-Touren. Fährt dann nicht ganz so Genau. weit hoch, weil das ja nur 7 Tage sind. Jetzt ist tatsächlich die Südnorwegen-Reise geplant. Norwegen Also es geht ist- nach alles Bergen, klar. Stavanger, Kristiansand und Oslo. Ja. Ich hau noch mal ein paar Dankeschön raus, bevor ich das hier alles vergesse. Christa Hartmann lässt 2 Euro Superchat da. Christa, Dankeschön. Dann der Trommelkasper im 5. Monat auf Twitch mit dem Prime Sub dabei. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dann NC Demonic ist neu dabei auf Twitch mit einem Prime Sub. Herzlichen Dank und willkommen an Bord. Sabine K. ist 10 Monate dabei und schickt Grüße nach Hamburg aus Wuppertal. Sabine, Dankeschön. Dankeschön. Christa nochmal mit 2 Euro und sie schreibt, seid alle von mir gedrückt. Christa, wir drücken dich zurück. Dann die kleine Tini im 2. Monat mit einem Prime Sub. Danke. Guido aus dem Westerwald, 14 Monate dabei. Und er schreibt, bei der geilen Route hätte noch Eidfjord gepasst. Ja, also ich glaube, es gibt ganz viele Stops und ich glaube, die Reedereien passen das auch immer so ein bisschen an. Also da ist nicht eine Tour wie die andere, oder? Es ist immer Nee, genau. wieder so ein ganz bisschen Varianz drin. Ja, hat auch damit zu tun, dass die Häfen natürlich auch immer gut gebucht sind in Norwegen und es für die Reedereien ja auch gar nicht so einfach ist, dort immer ihre Liegeplätze zu bekommen. Und da variieren die dann immer, je nachdem, was gerade so verfügbar ist. André Holthöver schickt auch nochmal 5 Euro Superchat und sagt, eine super Tour, habe ich auch gemacht. Dankeschön. Da habe ich ja auch mal, also ich bin echt schon gespannt. Ich bin echt gespannt. Petra lässt 5 Euro per PayPal da. Petra, danke dir. Und sie wünscht einen schönen Samstagabend. Ja, und dann Florian Wiemer, 5,99. Das hatte Tanja eben schon vorgelesen. Mega geil, wir machen dieses Jahr genau diese Reise. Ja, schön. Treffen wir euch auf jeden Fall an Bord. Florian und Vanessa, wie lustig. Wie lustig. Dann haben wir den Streamer, ist im 17. Monat dabei. Und er schreibt, ist heute von der Nova abgestiegen. Ich hoffe, du hattest ja, einen schönen Urlaub, eine gute Zeit an Bord. DJ Sven Kinder lässt nochmal eine verschenkte Mitgliedschaft da. Und der Kai ebenfalls. Es wird wohl schon ordentlich gewunken. Ich weiß nicht, ob du Ja, vielleicht ich schon muss jetzt guckst. auch mich gleich ein bisschen konzentrieren, wenn Ja. sie näher kommt. Aber ich habe ja bei Dunkelheit nicht das ganz dicke, fette Objektiv dabei. Guck mal, Jasmin schreibt, dass sie heute an Bord ist. Ja, ist ganz spannend, wenn man das erste Mal dann eine Kreuzfahrt bucht und dann, ja, AIDA, man kommt, irgendwann kriegt man dann ja auch Post und dann kann man sich auch einloggen und dann kann man anfangen, seine Schiffsdaten auszufüllen und dann kann man auch so eine 3D-Ansicht seiner Kabine sich anschauen. Und es ist so lustig, da musste ich als Fotograf natürlich wieder ein bisschen schmunzeln. Da gehe ich da in dieses Tool rein, wo man diese 3D-Ansicht der Kabine aufrufen kann. Dann gehe ich zum Fenster und das ist ein Foto, wo es in Strömen am Schiffen ist. Draußen die Scheibe voll mit Wassertropfen. Und ich denke so, ey, das Foto, ja gut, haben sie wahrscheinlich irgendwann gemacht,
und hatten halt kein besseres Wetter und dann keine Zeit. Und das ist so, wo ich denke, oh Mann. Ja, das stimmt. Aber du hast dich schon eingeloggt und deine Hausaufgaben sozusagen schon gemacht, Schiffsmanifest ausgefüllt, oder? Ich habe schon sehr viel ausgefüllt. Ich glaube, das Einzige, was ich noch nicht ausgefüllt habe, die möchten ja immer ganz gerne, dass man einen Slot angibt, wann man an Bord kommt. Ah ja, stimmt, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja. Und da wollte ich dann einfach noch mal mit dir sprechen, wie wir das genau machen. Ob du dann an dem Tag anreist, ob du vielleicht einen Tag vorher kommst, ob wir noch mal am Abend vorher hier noch mal Livestream-mäßig was machen oder ob wir uns an Bord treffen. Das würde ich sagen, das besprechen wir dann alles kurz vorher, ne? Wie wir das so machen. Genau. So wahnsinnig weit hast du es ja auch nicht aus Bielefeld. Nee, genau. 2,5 Stunden. Ja, 2,5 sind es. Ja. Mal eine praktische Frage für jemanden wie dich. Was kostet eigentlich das Parken in Steinwerder? Also bist du jemand, der mit dem Auto kommt oder würdest du mit dem Zug anreisen? Ja, meistens mit dem Auto. Das Parken ist eine gute Frage für die 10 Tage. Also ich glaube, bei einer Woche sind es um die 120 €. Aber ich kann das mal gerade herausfinden. Ich gucke mal gerade nach. Da haben wir es. Es ist ja so eine rein praktische Frage für Leute, die so eine Kreuzfahrt machen, die vielleicht tatsächlich sagen, wir kommen mit dem Auto. Ja, gerade mit mehreren Personen macht es ja vielleicht sogar Sinn, ist vielleicht sogar günstiger, als wenn jeder ein Zugticket braucht. Ja. So. Hier war auch noch mal eine Frage zum Kleidungsstil, mal so an Fabian. Hatte ein Zuschauer gefragt, der fährt. Das ist natürlich für Paddy auch wichtig, weil der latscht da ja so in seinem Hoodie. Was brauche ich außer meiner Jeans und Jogginghose? Genau, ich beantworte gerade erst noch die Frage zum Parken. 149 € kostet das Parken direkt am Terminal. Und dann Auto parken und dann direkt aussteigen und man ist da. Deswegen ist es schon sehr praktisch. Zum Kleidungsstil, das ist alles super entspannt bei AIDA. Also das ist eine Jogginghose jetzt, also zumindest abends ist nicht empfehlenswert. So ein bisschen, soll ja schon auch ein bisschen Wertigkeit da sein, aber Jeans und so weiter, alles vollkommen in Ordnung. Kurze Hosen sind abends nicht gewünscht, tagsüber natürlich alles, auch Badekleidung, je nach Wetterlage, alles wunderbar. Aber abends ist es so, dass eine lange Hose schon gewünscht ist bei den Herren, bei den Damen entsprechend. Und aber Poloshirt oder so oder Pullover, das ist alles fein durchaus. Ja, da hat sich die Kreuzfahrt in den Jahren ja sehr stark verändert und da hat AIDA ja auch maßgeblich zu beigetragen, als sie 1996 mit der damals ja nur mit dem AIDA heißenden Schiff dann kam. Das hatte ja noch keinen Zusatznamen. Da hat sich ganz schön was getan in der Zwischenzeit. Guck mal, die MSC Alexandria, die hat es eilig. Die legt dahinter auch schon ab. Auch ein sehr cooles Bild hier gerade. Mhm. Ich denke, dass ich sowieso die ganze Zeit auf meinem Balkon sitzen werde und Dauerstreams mache. Also ich habe mir natürlich dann eine Balkonkabine gegönnt, weil ich mir dachte, Mensch, das ist schon schön, wenn du da vielleicht auch ein bisschen was zeigen willst, wenn wir so ein bisschen durch die Fjorde fahren und so, dann ist es ja vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man dann das Ganze auf dem Balkon macht, statt immer oben an Deck zu sein. Also natürlich wollen wir auch ein bisschen was vom Schiff zeigen und euch da ein bisschen mitnehmen. Aber ich glaube, dass es auch nicht schlecht ist, wenn man mal sagt, ach komm, man stellt hier mal die Kamera so ein bisschen auf den Balkon, wenn man da so eine Fjordfahrt macht. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn jetzt noch Zuschauer dabei sind, die jetzt sagen, okay, das klingt echt spannend, ich habe vielleicht auch noch keine Kreuzfahrt gemacht und möchte das mal machen und möchten da bei unserem Treffen, was ich jetzt nur noch versuche zu organisieren, also wie gesagt, nicht falsch verstehen, ist keine organisierte Gruppenreise, aber ein Treffen wollen wir dann ja auf jeden Fall nochmal organisieren, dass ich mir auch noch was überlege, eine Überraschung für euch, wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet die Reise bei uns im Kreuzfahrtstudio buchen, dass ihr dann Bescheid sagt, wenn ihr die Reise bucht. Ihr habt hier bei Hamburg Hafen Live euch gemeldet und dann überlege ich mir noch was Schönes, was ich exklusiv für euch noch möglich mache. Ich bin echt gespannt, wen wir dann noch so treffen. Ja. Ich bin echt gespannt. Und ja, es schreibt auch schon jemand, nimm dir nicht zu viel vor, es kommt sowieso alles anders. Also ganz ehrlich, ich will mir gar nichts vornehmen. Ich will auch nichts großartig an Landgängen im Vorfeld planen.
Ich will das alles so ein bisschen auf mich zukommen lassen und ja, vielleicht auch einfach so ein bisschen mit Fabian auf Entdeckungstour gehen und ich denke, der hat da auch die ein oder andere Erfahrung, was man da auch an Land tun kann. Und bevor ich das jetzt im Vorfeld alles schon buche, lassen wir das einfach so ein bisschen auf uns zukommen. Brauchst du noch ein Foto? Bitte? Brauchst du noch ein Foto? Ein Foto? Ich muss noch meine Kamera holen, ja, Sekunde. Wurde hier schon wieder gefragt. Nicht, dass du das wieder vergisst. Denkt er ja auch immer nicht dran. Also mal danke für die Infos. Ja, eigentlich hätte ich natürlich ein Foto machen müssen, eben zusammen mit der MSC. Das habe ich natürlich mal wieder verbaselt. Hier wird schon von Testkreuzfahrt geredet. Oh mein Gott. Da möchte ich ja nicht wissen, was da passiert. So, Foto gemacht. Jetzt kann ich mich wieder auf die Videokamera Ich konzentrieren. glaube, so vorne direkt so bei der Brücke. Ich höre, wenn ich die Kopfhörer aufhöre, habe, musst du so ein Ich glaube, vorne bisschen an der Brücke wird auch geleuchtet. gewunken. Ja, ich musst du mal zoome jetzt mal gucken, ran und wir schauen mal. Auf jeden Fall da so Ach, guck mal da, sehr mittig. Ja, Da sind zwei am Winken mit ihren Taschenlampen. Ich bin auch die ganze Zeit schon am Überlegen, wie ich das technisch mache. Das ist ja immer meine Hauptbaustelle, zu überlegen, was nehme ich mit, was brauche ich an Equipment, wie kriege ich das streammäßig alles am besten hin. Hast ja noch ein paar Monate Zeit. Ja, ja. Darf man da eigentlich an Decken Stativ hinstellen oder sehen die das nicht so gerne? Also du meinst eins, was dann alleine steht oder eins, wo Nein, du dann wo ich dabei bist? stehe. Also Ach meine so, Idee ist ja, das- natürlich, dass man mit einer Kamera mit einer sehr guten Qualität, also die ich jetzt hier habe, vielleicht mal bei tollem Licht einlaufen, auslaufen filmt. Dass man das dann nicht alles nur mit dem Handy macht, sondern dass man vielleicht auch mal sagt, man nimmt mal Equipment mit, was nochmal von der Qualität etwas besser ist. Vielleicht nicht immer, aber mal so als Highlight. Aber da brauche ich dann natürlich schon irgendwie ein Stativ. Ja, das ist schon okay. Also wenn du es jetzt nicht mitten im Weg stellst, klar, Fluchtwege sollten immer freigehalten werden. Mensch, hier ist richtig was los, auch mit Begleit. Richtig viele kleine Schiffe auch unterwegs hier, die die Aida Nova begleiten. Ich weiß nicht, ob du das zufällig mitbekommen hast, aber letzten Samstag hatten wir ja eine totale Vollkatastrophe hier. Es war so Ah, okay, nebelig, ja. es war absolut nicht möglich, auch nur das kleinste Licht von der Nova zu sehen, von diesem Oh, Standpunkt. Also es war so in Nebel eingehüllt, das Schiff, ging gar nichts. Tja, nautische eine Herausforderung für die Brückencrew. Ist natürlich schwieriger zu manövrieren, aber mit der Technik auch möglich.
Ach, ich freue mich schon. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ich freue mich. Das wird richtig Worauf gut. freust du dich denn am meisten? Ach, also am meisten freue ich mich auf die Fahrten durch die Fjorde. Also ich bin ja jemand, der Okay. unheimlich gerne auf dem Wasser ist und Mhm. wo ich jetzt gar nicht so irgendwie hinterher bin, ist, sage ich mal, so das Schiff, das Leben an Bord. Also mich Mhm. interessiert überhaupt nicht das Essen. Das ist mir völlig Mhm. egal, solange ich da irgendwie satt werde. Und mich interessiert jetzt auch nicht so großartig das Entertainment-Programm an Bord. Da bin ich jetzt auch nicht Mhm. so heiß drauf. Aber ich habe unheimlich Bock auf die Landschaft. Also unheimlich Bock auf Mhm. Norwegen, gucken, draußen sein. Ich habe Bock, vielleicht mit ein paar Leuten zu quatschen, ein paar Leute kennenzulernen, da einfach Zeit zu verbringen. Ein paar leckere Drinks zu nehmen, morgens um 10 schon ein Stößchen zu machen. Also, so da habe ich Bock drauf. Okay, ja, das kriegen wir alles hin. Und da haben wir wirklich dann auch die perfekte Route gewählt, wenn du viel die Landschaft genießen möchtest. Ja, das ist schon wichtig bei der Auswahl so einer Norwegen-Route. Es gibt halt leider auch Routen, da fahren die Schiffe nicht so richtig in die Fjorde rein, weil es kann natürlich nicht jedes Schiff auf jeder Route in die Fjorde, dann würden sie noch voller sein, als sie teilweise schon sind. Von daher wird da immer ein bisschen darauf geachtet, dass sich das alles gut verteilt und da haben wir schon wirklich was Besonderes ausgewählt. MSC Alexandra kommt hinterher. Ach, ich habe eben Alexandria gesagt, aber sie heißt Alexandra. Aber ich schwenke noch einmal schnell auf die Aida Nova, denn die ist gleich aus dem Blickfeld verschwunden. Schwester Hansen meldet sich auch. Wäre die perfekte Reise. 10 Uhr ein Drink und dann ein bisschen Sonne. Ja, schauen wir mal. Norwegen kann natürlich selbst im Sommer auch, habe ich gehört, kann durchaus auch feucht werden. Du kannst in Norwegen 4 Jahreszeiten an einem Tag erleben. Das ist einfach so. Also das ist unvorhersehbar, das Wetter. Es kann super, super gut sein. Es kann aber auch richtig in die Hose gehen, in Anführungsstrichen. Ich erinnere mich, letztes Jahr im Mai war ich auf einer Reise. Das war phänomenal. Es war absolut großartig. 25 Grad, Sonne pur und das schon im Mai. 10 Tage, ich glaube 11 Tage war die Reise lang. Nicht einmal irgendwie bewölkt. Es war jeden Tag sonnig und blauer Himmel. Und ich hatte aber auch schon Reisen im Hochsommer, wo es das Gegenteil war. Also wir warten einfach mal ab und drücken die Daumen und essen unsere Teller gut auf, dass wir ganz viel Sonne haben. Ich will es jetzt mal nicht beschreien, aber du reist mit mir. Es Okay. wird irgendwas in die Hose gehen und wenn es nur das Wetter ist. Ja, das wird schon. Irgendwas wird mit Sicherheit passieren. Wir haben ja auch so Fotoreisen angeboten teilweise. Ne? Da war auch immer irgendwas. Riesenflieger, so ein A380, der die Leute dann wieder abholen sollte, kam nicht. Alle auf andere Flugzeuge verteilt. Passierte halt immer auch auf der Reise was. Aber es war immer lustig und man kann immer danach, er hat auf jeden Fall danach Geschichten zu erzählen. Ja, klar, absolut. Ich habe ja auch schon die verrücktesten Dinge erlebt, insofern. Ja, aber eigentlich Ja. ist irgendwie, wenn mit Paddy reist, passiert immer irgendwas. Wir werden viel Zeit haben, auch mit Fabian zu quatschen. Dann kann er auch ein paar Geschichten Ja, aus seinem cool. Kreuzfahrtleben zum Besten geben. Genau. Ja. 2 Bielefelder auf Kreuzfahrt. Ei. Ja. Das wird was. Jetzt muss ich hier aber noch mal ganz schnell ein paar Dankeschön raushauen. Hier hat sich wieder einiges aufgestaut. Jantje, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Ein neues Fischmarktmitglied. Dankeschön. TomTom XXL im 2. Monat mit einem Prime-Sub dabei. Ich danke dir. Klasse. Danke für die Unterstützung. Michael Keller, 2,49 Superchat und er sagt, das Stream-Highlight des Sommers. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir da was machen können. Ich hoffe, dass es echt ganz cool wird. Bahnfilmer Andi lässt nochmal 5 € da und fragt, habt ihr geplant, das Einlaufen der Sol von der Weltreise zu filmen? Andi, du weißt doch, wir können das immer im Vorfeld ganz schwer versprechen. Aber Einlaufen ist ja normalerweise zu einer ganz unchristlichen Zeit. Ich werde das beobachten, will aber lieber nichts versprechen.
Susanne schickt 15 € per PayPal und sagt, am 12. Juni springt sie dann auf Höhe Helgoland von der Otto Sverdrup auf die AIDA Nova um und fährt dann nochmal mit uns mit. Prima ist es, ne? Nicht Nova, Genau, Prima sind wir. Na, das möchte ich ja mal sehen. Das wird auch ein Highlight im Livestream, wenn einer vom einen zum anderen Schiff überspringt. Da sind wir dann wieder beim Schlauchboot. Großartig. Julchen, 21 Monate schon. Julchen 05, Mensch. Ich weiß noch, Julchen 05 ist eine der allerersten Mitglieder gewesen. Julchen, schön, dass du dabei bist. Till Eulenspiegel, 3 Monate. Er schreibt 10-mal Mädelsabend für Tanja und Schwester Hansen. Jawohl, das machen wir. Ja. Simone, 64, ist 9 Monate jetzt auf dem Fischmarkt. Dankeschön. Dann haben wir Nilsi, 2 € Superchat und er haut auch einen raus für eine Mädelstour. Also irgendwie feiern die alle, dass ihr dann sturmfreie Bude habt. Naja, das kann man ja auch feiern, Entschuldigung. Da muss ich ja die beiden Mädels noch in die Lage versetzen, dass sie irgendwie hier auch livestreamen, wenn ich nicht da bin. Oh mein Gott, das gibt ja auch eine grande Katastrophe. Berater-CDD im 6. Monat auf Twitch. Danke dir für das Sub und Lokutu, auch an dich ein Dankeschön. Also auch im 5. Monat mit einem Sub auf Twitch dabei. Herzlichen Dank. Guck Guido mal aus dem Westerwald, 2 € Superchat. Und er schreibt morgens 5 Uhr auf Deck gen Geiranger. Ja, das Coole ist ja, in Norwegen ist es ja noch länger hell als hier. Und das ist ja um Mittsommer, ne? Mittsommer Ja, ist, glaube ich, richtig 21. lange hell. Das ist richtig lange hell und wird natürlich auch richtig früh hell. Ich fürchte, danach brauche ich erstmal richtig Schlaf nach der Kreuzfahrt. Na, das wird ja zu Hause nichts. Ja, das ist zu Hause im Moment schwierig mit den Hunden. JT Kirk im 5. Monat auf Twitch mit dem Sub. Danke dir vielmals. Dann Honda. Mensch, Honda, auch schon 15 Monate. Danke, mein Lieber. Dankeschön. Andreas Westphal verschenkt nochmal 5 Mitgliedschaften. Andreas, ein dickes Dankeschön an dich. Dankeschön. Und dann haben wir Mike natürlich. Mike lässt nochmal 2,49 da. Zusammen mit Hansi. Dankeschön. Schwarzbart Jürgen verlängert auch seinen Sub auf Twitch. Danke dir, Jürgen. Und Anja Garlig mit 2 € aus Wasserburg. Danke vielmals. Dankeschön. Onkel Jupp, 13 Monate auf dem Fischmarkt. Und er schreibt herzlichen Dank an das Hamburg Hafen Live Team für die Streams. Mike und Hansi lassen nochmal 2,49 da und wünschen schon mal schöne Reise. Und dann haben wir 11 Monate Fischmarkt für den Michael. Und der winkt schon mal Richtung Norwegen. Und der Daniel ist 9 Monate dabei. Er schreibt immer wieder schön eure Streams. Ihr seid die Besten. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Dankeschön. Fabian, hast du noch irgendeine Kreuzfahrt vorher geplant? Geht es für dich noch mal in absehbarer Zeit auf Tour? Oder ist es jetzt so, dass das Reisebüro, das neue Business dich schon so stark einnimmt, dass das weniger geworden ist? Beides tatsächlich. Also wir haben natürlich gut zu tun, aber ich habe ja auch ein gutes Team, das gemeinsam mit mir alles wunderbar umsetzt. Aber steht jetzt einiges an tatsächlich auch. Es kommt ein spannendes Schiff, die Mein Schiff Relax, das erste Schiff einer neuen Generation von TUI Cruises. Da bin ich gespannt. Getauft, ne? Wie bitte? Die wird in Malaga getauft. Ja, genau, von Ja? Robbie Williams, oder beziehungsweise er ist dabei und wird dort ein Event machen. Und das wird auf jeden Fall spannend. Das steht an und AIDA Diva kommt jetzt ja auch bald aus der Werft. Die wird ja ganz umfangreich renoviert. Das AIDA Evolution Programm, das größte Renovierungsprogramm der Firmengeschichte von AIDA, also die sogenannte Sphinx-Klasse, von der Klasse hat AIDA ja 7 Schiffe, werden richtig umfangreich renoviert und auf den aktuellen Stand der Zeit gebracht. Da bin ich natürlich auch dabei. Dann geht es nochmal auf MSC. Ich überlege gerade, was sonst noch so ansteht. Eine Flusskreuzfahrt ist auch noch mit dabei. Jemand aus meinem Team ist auf Norwegian Cruise Line noch unterwegs. Also da kommt noch einiges. Lohnt sich also auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, auch in den Videos bei mir bzw. bei uns. Bin mal gespannt, ob ich danach infiziert bin. Mit Sicherheit. Ich bin echt gespannt, also wie ich danach, weil bisher habe ich ja immer gesagt, ach so Kreuzfahrten, ja, muss ich eigentlich nicht haben, war jetzt nie so richtig auf meinem
Radar bisher, aber ich habe auch immer betont, dass es alles Vorurteile sind, die ich habe. Also es ist alles, alle Aussagen immer nur, ohne es jemals selbst gemacht zu haben. Von daher bin ich da schon ganz gespannt. Genau, da wird es jetzt richtig Zeit, ja. Alida ist seit 7 Monaten dabei. Dankeschön. Und sie schreibt, Ben ist bestimmt für die Mädels der Aufpasser und der Livestreamer von Hamburg aus. Ja, Ben übrigens morgen früh, schon mal ein kleiner Programmtipp. Morgen ist es endlich soweit. Die große Hamburg Hafen Live History Tour mit Ben, Geschichte der Kontorhäuser. Um 9:30 Uhr morgen Frühstücksfernsehen. Wir müssen das zu der Zeit machen, weil dann einfach da in der Stadt wenig los ist und wir halt nicht ganz so viel Menschenmengen haben möchten. Also wenn ihr da Bock drauf habt, morgen 9:30 Uhr mit Ben natürlich. Stefan ist seit 7 Monaten dabei. Stefan, Dankeschön. Onkel Roman, 5 Euro Superchat nochmal. Und er schreibt, kann leider nicht so oft gucken, deswegen seit langem mal wieder ein kleiner Obolus. Ach, Onkel Roman, Mensch, wir freuen uns über die Leute, die ständig dabei sind. Wir freuen uns aber auch die sporadisch mal dabei sind. Ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich. Die trockene Pfütze lässt nochmal 23,99 da und sagt, vielen lieben Dank fürs Ranzoomen an die 2 vorne unter der Brücke. Das waren wir. Ach Mensch, die trockene Pfütze, ja. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Reise und fühlt schon mal ein bisschen vor in Norwegen. Ihr fahrt jetzt ja nicht ganz so weit wie wir dann, aber auf jeden Fall ist es grob die Richtung. Und Holger Schmeling ist seit 2 Monaten dabei. Herzlichen Dank. Coolwater Davidoff seit 12 Monaten. Und er sagt, ja, 1 Jahr voll. Cooler Stream. Danke dir vielmals. So, jetzt haben wir hier auch so ein bisschen die Aufregung durch. Mit den ganzen Schiffen. Ist die Nova noch zu sehen? Die ist wahrscheinlich jetzt Nein, schon die aus ist, eurem Sichtfeld also raus. ich kann jetzt, warte, ich kann mal gucken, ob wir die da ganz hinten noch mal sehen. Ja, also hinterm ja, okay. Dockland sieht Ja. man noch so eine Ecke. Aber Es es ging kommt ja ja gleich heute noch was. überpünktlich und richtig ratzfatz war sie raus. Wahnsinn. Ich denke, die wollte wirklich vor die MSC. Ja. Das kann ich mir echt vorstellen, dass die gesagt haben, die haben jetzt keine Lust, die Elbe die ganze Zeit hinter dem Containerschiff herzujuckeln. Und es ist ja noch ein Aufkommer. Es kommt ja gleich noch ein Schiff, noch so ein 300-Meter-Dampfer, die Argus. Ute meldet, die ist jetzt bei Wedel. Das heißt, das dauert noch einen kleinen Moment. Mhm. Ja, Mensch, Fabian, dann würde ich sagen, wir Ja. werden, ja, also wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch einfach beim Fabian. Ich bin super gespannt. Wir werden euch natürlich ein bisschen auf dem Laufenden halten, was so die Planung angeht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen steht das Vorhaben mit der Kreuzfahrt. Genau, Und, absolut. ja, die gebucht ist sie. Also insofern, wenn Kann- da nicht kann irgendwie höhere losgehen, Gewalt genau. mitspielt, dann sollte das soweit alles funktionieren. Und ich Genau. glaube aber, dass wir den Fabian auf jeden Fall vorher noch mal hier als Gast haben. Vielleicht bist du ja auch zufällig noch mal irgendwann in Hamburg. Ist ja nicht so unwahrscheinlich für einen. Ist, glaube ich, für tatsächlich so einen gerade Kreuzfahrer gar nicht wie so ich. geplant, aber schauen wir mal, was sich noch so ergibt zwischendurch. Richtig. Ja, danke euch für den schönen Abend. Macht immer wieder Spaß mit euch. Ist immer eine Freude. Ja, die Zeit rückt jetzt näher. Noch 4 Monate Vorfreude für dich, Paddy. Und dann sind wir auch schon bald gemeinsam an Bord. Das wird auch großartig. Aber weißt du, was das Schlimme an der Reise ist? Wenn die vorbei ist, dann werden die Tage wieder kürzer. Ja, das stimmt. Jetzt gerade sind wir in so einer Phase, wo man merkt, dass es etwas länger hell ist. Und dann sind wir schon wieder, dann geht es schon wieder Richtung Weihnachten. Ja, das stimmt. Ja. Okay, Fabian, Super. dann dir ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Vielen Dank, dass Danke, du dabei wünsch- warst. Wieder mit deinen Ja, tollen sehr gerne Infos. wünsche ich euch auch. Also wenn jemand von euch Lust hat mitzukommen, dann meldet euch gerne bei uns im Kreuzfahrtstudio. Ihr habt ja letztes Mal, glaube ich, auch so Links gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr die nochmal habt. Also ich habe die Links zu dir unter die Videobeschreibung gepackt, beziehungsweise okay. vielleicht kann ja einer unserer Moderatoren nochmal die Links posten. Wir haben so einen Befehl, KFS heißt der, glaube ich, für Kreuzfahrtstudio. Wenn den mal einer der Moderatoren raushaut, dann müsste das theoretisch funktionieren. Genau. mit den Also Links ich habe mir ansonsten- spontan überlegt, für euch Zuschauer, wenn ihr mitkommen möchtet,
dann sagt gerne Bescheid, wenn ihr bei uns bucht und dann lasse ich mir was für euch einfallen. Und ja, ansonsten, es kam eben noch, ich habe die Frage zwischendurch gelesen, ob es bei mir auch Videos von der Reise geben wird auf meinen Kanälen. Ja, wird es definitiv geben. Nicht in Live-Form, das macht Paddy. Ich werde wie gewohnt filmen, aufnehmen, schneiden und nachher dann Videos von dieser schönen Reise veröffentlichen. Super. Okay, Fabian. Dann ja, wünsche ich allen ein schönes Wochenende, einen schönen Abend. Danke für die schöne Zeit mit euch und ja, bis ganz bald wieder. Dann bis bald. Mach's Tschüss. gut, mein Macht's Lieber. gut, Vielen danke, Dank. tschüss. Tschüss. Ich glaube, dein Link. Geht der Befehl nicht? Nee, kannst du das mal vielleicht nochmal machen? Ja, ich checke das mal eben. Okay. Eine Sekunde. Ich muss mal eben die Kamera hier einstellen. Dann Aber Hier wir haben ja echt gut Beifang hier, ne? so, wo haben wir denn die Befehle? Sag mal, morgen live 9:30 Uhr, glaube ich, ne? 9:30 Uhr. 9:30 Uhr morgen, geht's genau. weiter. Also eigentlich müsste der funktionieren, der Link. Ich weiß jetzt nicht, was da los ist. Mach Kann mal. natürlich sein, der hat so eine Ach, Abklingzeit. hier Sebastian hat's gemacht. Ja, den kann man nur alle 5 Minuten, damit das Okay. Chat nicht so Naja, voll wir kriegen das schon geballert mit. wird. Ja. Außerdem, wenn ihr Fragen habt oder noch irgendwas wissen wollt, ihr könnt uns ja auch immer sehr gerne anschreiben. Mail, Insta, einfach unter den Stream gucken, da findet ihr alles. Ach, das ist aber auch immer nett mit dem Fabian, ne? Total, finde ich auch. Alles gut. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, auf das Containerschiff warten wir noch, Wann oder? kommt das? Also bei Wedel sollte die jetzt sein. Okay. Also, ja, im Moment dauert das noch, aber ich denke, da lassen wir noch ein bisschen laufen. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, auch etwas mehr auf den Chat zu achten. Ja, Das geht ja leider immer etwas holter die Polter. Gerade wenn dann viel los ist, die Schiffe losfahren und wir dann noch einen Gast haben, dann ist natürlich sehr schwer. Sandra ist jetzt auf dem Fischmarkt Mitglied. Sandra, Dankeschön. vielen, vielen Dank. Und der Rolf ebenfalls. Rolf, danke. Bernd aus Bonn, 5 Euro. Und er schreibt, Beitrag für die Parkgebühr beim Terminal. Das Schöne ist ja, ich kann mich ja hinbringen lassen zum Terminal und auch abholen lassen. Ja, supi. Schick dir Schwester Hans. Nein, mache ich natürlich sehr gerne. Verabschiedung von Schwester Hansen, ja, das wäre was. Du, wir machen ja alle Party auf Deck 7 und wir laden alle ein, die immer die AIDA so verrückt verabschieden, aber dann darf hier keiner im Büro sein. Dann ist hier Eskalation. Sag noch mal, wann die Reise losgeht. Ich habe das Datum jetzt nicht ganz genau im Kopf. Ich auch nicht, ich glaube 12.06. war das. Und vorhin war von dem Holger hier noch mal die Frage, ich weiß auch nicht, ob du das beantworten kannst, wie man diese unterlegte Nachricht für Mitglieder raushauen kann. Ja, das habe ich ja ehrlich gesagt noch nie gemacht. ich aber auch ich nicht, glaube, deswegen- das geht bei dem Dollarzeichen unterm Deswegen Chat. hatte ich gehofft, dass jemand im Chat das vielleicht Ja. mal schreiben kann. Ich meine, das geht beim Dollarzeichen unter dem Chat, dass man da dann eine hervorgehobene Nachricht oder so schreiben kann. 12.06. bis 22.06. ist es. Hier ist noch mal die Frage, ob du mal wieder nach Warnemünde kommst. Ja, also Warnemünde, spätestens ja zur Portparty im April. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei der Portparty im April, da sind auch 2 Schiffe da. Ich weiß gar nicht, wann es losgeht in Warnemünde.
Aber Warnemünde hat mir ehrlich gesagt sehr gut gefallen. Sophie schreibt, dass es am 1. März das Turmleuchten gibt. Jetzt muss ich natürlich mal wieder unwissend fragen, was ist denn das Turmleuchten? Leuchtet da der Leuchtturm oder was passiert da? Und Stefan fragt, ob du auch mal wieder eine Frachtschiffreise planst. Im Moment ist nichts geplant. Aber cool wäre schon, ne? Hier schreibt jemand Feuerwerk und Lasershow rund um den Warnemünder Leuchtturm. Eine Laser- und Feuershow am Leuchtturm. Eigentlich ganz cool, oder? Hört sich jetzt auch ganz gut an. Dann müsste ich mal Conny fragen, weil Conny hat ja einen Kontakt zu einer Dame von einer Tourismuszentrale in Warnemünde. Muss ich mich da vielleicht mal erkundigen? Ach so, hier schreibt jemand, das ist normalerweise ist das immer zu Neujahr, ist aber wegen Sturm ausgefallen. Okay. Ja, da war es wieder, das liebe Wetter. Auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kommt mir ja irgendwie bekannt vor. Thomas ist seit 19 Monaten auf dem Fischmarkt dabei. Dankeschön. Und er freut sich schon auf die Videos von der Kreuzfahrt. Ehrlich gesagt freue ich mich da auch drauf. Ich hoffe, dass das alles klappt technisch. Aber ich muss mit Eddie noch ein bisschen schnacken. Mir macht aber ganz große Hoffnung, dass ja wirklich die Skandinavier, was Mobilfunknetz angeht, gesegnet sind. Nickwen251, herzlich willkommen an Bord. Er lässt einen Prime-Sub da. Und der Arcade-Mixer ist jetzt im 11. Monat auf dem Fischmarkt. Und er sagt, Paddy, Reise wird toll, wirst es nicht bereuen. Ach, ich glaube auch nicht, dass ich das bereuen werde. Ganz ehrlich, natürlich habe ich gesagt, ich habe immer Vorurteile gegenüber Kreuzfahrten gehabt. Bis heute habe ich die auch. Das liegt aber in erster Linie daran, dass ich im Grunde genommen nicht so der Urlauber bin, der halt so all-inclusive bucht. Also ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie so all-inclusive Hotel bucht. Ich buche mir eigentlich immer oder suche mir immer irgendetwas, was so sehr individuell ist. Und wo man meistens auch nicht irgendwo ist, wo halt ganz, ganz viele andere Menschen sind. Aber das heißt ja nicht, dass das deswegen schlecht werden muss. Also ich habe da echt Bock drauf und gucke da sehr freudig dem Ganzen entgegen. 5 € Superchat auch nochmal vom Volkert. Dankeschön. Und er schreibt, da freut man sich schon auf Juni. Hier ist auch nochmal das Datum zur Portparty, 27.04.25. Ich glaube, da sind 2 AIDAs da und da gibt es auch ein bisschen Schlepperballett. Conny ist da mit bei, hat ein bisschen was organisiert. Also da passiert streammäßig auf jeden Fall auch ein bisschen was. Ja, das hört sich doch gut an. Ich habe noch mal eine Frage hier an, die hätte ich auch dem Fabian stellen können, aber es gibt ja sehr viele Kreuzfahrtexperten unter euch.
Hat man eigentlich bei so einem Schiff gepäckmäßig irgendwelche Vorgaben? Ich frage für einen Freund, der immer sehr viel Equipment mit sich schleppt. Echt? Kenne ich den? Ja, aber ich meine grundsätzlich so ein Schiff ist ja nicht wie in einem Flugzeug. Also Ich glaube, da wiegt auch keiner deine Koffer, glaube ich. Also würde ich jetzt mal sagen, ich habe ja auch keine Ahnung. Also ob ich da jetzt 1, 2 oder 5 Koffer auf meine Kabine schleppe, ist auch mein Problem. Ja, du musst es ja noch dürfte nicht das mal kein schleppen, Thema sein. höchstwahrscheinlich. Ach, hier schreiben schon einige im Chat, gibt keine Vorgaben. Na dann würde ich mal sagen, mach voll den Koffer, ne? Wenn ich mein dickes Setup auf dem Balkon baue, in der Kabine habe ich ja auch Strom. Den kannst du 24 Stunden streamen. Ich sag mal, der Worst Case, der mir nur passieren kann, ist, dass ich auf der falschen Seite bin, dass das Schiff den Mobilfunk abschirmt. Wenn man in so einen Fjord fährt, ja, und das Schiff ist ja relativ hoch, das heißt, ich habe ja zu einer Seite nur Stahl, zur anderen Seite ist offen. Also ihr seht, über was ich mir Gedanken mache vor so einer Kreuzfahrt. Es ist mir völlig egal, was es da zu essen gibt und was ich für Aktivitäten an Bord machen kann. Deine Probleme möchte ich haben. Ja. Guck mal, Limpa von Welt schreibt auf Twitch, also wir machen die Full Metal Cruise dieses Jahr. Die soll Oh, auch wie cool cool. sein. Also- die hat doch hier Christian Fiedler mal gemacht, ne? Ja. Also der war ja richtig begeistert davon. Ne? Der Also ich fand glaube das auch, richtig- Der hat das, glaube ich, 2-mal gemacht. ja, ich glaube auch, dass die Leute da sehr entspannt sind. Ne? Es ist alles so lässig und locker und ach komm, was machen wir heute? Oh, lass uns mal ein Tattoo stechen. Ja, guck, Kerzilein schreibt, nur wenn ich halt fliege, gelten die Vorgaben der Fluggesellschaft, aber ich fliege ja nicht. Ja. Ich fahre ja mit dem Du, mit dem notfalls, Roller. ich warte, bis du eingecheckt hast und wenn du es nicht mitnehmen darfst, dann... Aber du musst mal gucken, ich weiß nicht, wie ist denn das so mit Brandgefahr und Akkus und so. Ja, aber das Gute ist ja, ich brauche keine großen Akkus mehr. Ach, du hast ja Strom. Ich Ne? brauche ja keine riesigen Powerbanks mehr. Aber das wird ja rauszufinden sein. Lupro schreibt, eine Drohne darf ich nicht mitnehmen. Ja, das ist... Ach so, darf man die auch nicht mal mitnehmen? Kann ich aber ehrlich gesagt auch verstehen. Also wenn Kreuzfahrtgäste, wenn da plötzlich ganz viele auf die Idee kommen, mit der Drohne zu fliegen, ist natürlich in einem Einzelfall jetzt, sage ich natürlich, ach, ist schade, würde ich natürlich gerne mitnehmen, aber voll verständlich. Sabrina rät, eine Mehrfachsteckdose mitzunehmen. Ja, das sowieso. Der Frank ist jetzt auch auf dem Fischmarkt. Frank, herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Und Britta ist seit 17 Monaten dabei, auf der Reeperbahn. Sie sagt, super Reise habt ihr da ausgesucht. Norwegen ist so schön. Schon mal jetzt viel Spaß. Für mich geht es im Juli mit der Luna ab Hamburg nach Schottland. Schottland klingt auch cool. Und dann wird mir noch geraten, ich soll keinen Föhn oder Lockenstab mitnehmen. Oh, dein schöner Lockenstab, Schatz. Was machst du denn Also jetzt? Föhn und Lockenstab braucht nur Peter. Ja, das stimmt. Ja, Mobbele fragt, moin zusammen, mal eine Frage. Steht das Dock 11 auch mal unter Wasser? Warte mal, ich schwenk da mal rüber. Ja, das ist ja, was heißt unter Wasser? Also das ist ja ein Schwimmdock, beziehungsweise dann Trockendock. Also das ist halt, ja, das Dock, das schwimmt und das steht unter Wasser, aber eigentlich nur, wenn ein Schiff ein- oder ausgedockt wird. Also man sieht das halt relativ selten, dass es wirklich komplett unter Wasser steht. Aber das kommt durchaus vor. Wir hatten das, glaube ich, mal bei einem Stream hatten wir das mal. War das nicht, als die Alibaba oder so rausging?
Ja, und das Dock wird dann halt, wie gesagt, geflutet, steht dann unter Wasser, Schiff fährt drauf, dann wird das Schiff positioniert und dann wird halt das Wasser wieder abgepumpt. Das Dock schwimmt auf und das Schiff liegt da quasi im Trockenen. Aber wie gesagt, es ist halt, kommt halt nicht so oft vor. Es wird die erste Kreuzfahrt mit Stromausfall, weil ein Gast zu viel Strom verbraucht. Nee, also ich brauche nicht mehr viel Strom. Seitdem Eddie hier Hexenwerk gemacht hat mit dem Setup, brauche ich echt nur noch ganz wenig Strom. Das ist unglaublich. Wenn wir das ganze Stream-Setup haben wir ja alles umgebaut. Seit irgendwie Oktober oder so sind wir dabei. Das meiste ist vollzogen. Das Einzige, wo wir noch ein bisschen dran basteln und optimieren müssen, ist an den 4K-Streams. Die sind noch nicht ganz so rund, aber der Rest hat sich schon deutlich verbessert und vor allem ganz, ganz wenig Strom. Das ist echt cool. Und falls dir denn langweilig wird mit Fabian, kannst du auch das mitnehmen, was ich geschenkt bekommen habe. Willst du das mal zeigen? Ja, hier wo so muss ich ein das denn bisschen reinschreiben? Willst du das mal auspacken? Weil du musst dann ja auch gleich eine Runde spielen, ne? Ich könnte das mal auspacken. Soll ich mal dich auf die Kamera schalten? Ja, aber dazu muss ich erstmal Da. gucken, wie Du ich bist das. jetzt drauf. Okay, dazu muss ich das jetzt hier aber erstmal auspacken. Vielleicht sieht man das schon. Stadt, Land, Vollpfosten. Also ich spiele ja nicht so gerne, muss ich ja zugeben. Also Karten sind ja nicht so meins, da kriege ich immer Panik. Ich hasse das. Und Sandra hat mir was ganz Tolles geschenkt. Ist halt nur ein bisschen blöde gerade zum Auspacken hier. Haben wir eigentlich eine Schere hier? Nee, ne? Hier haben wir noch gar nichts. Hast du ein Messer? Ja. Hier in deiner Turnschuhe. Oder warte mal, ich hab's. Also, das ist halt so wie Stadt, Land, Fluss. Ich weiß nicht, ob ihr sowas gerne spielt. In einer Hamburg-Edition. Zeig das nochmal. Rückseite auch nochmal. Ja, und da kann man dann, wie bei Stadt, Land, Fluss, mit seinen Freunden sein Hamburg-Wissen testen. Ich glaube, du musst mal vorlesen, was es Ja, für ja, das mache ich jetzt. Ich Kategorien wollte das jetzt auch nochmal zeigen. ich glaube, Also richtig ist ja klar, sehen kann ne? man's. Man muss ja einen Buchstaben auswählen und dann gibt es hier so eine Hamburg-Edition mit dem Buchstaben denn, was gibt es mit dem Buchstaben bei Schiedwetter, Hamburger Schnack, Begriff aus der Seefahrt, in den Öffis, Barclub, Restaurants, auf dem Hamburger Dom, eine Hamburger Sehenswürdigkeit, im Hamburger Hafen, berühmte Hamburger, das schwimmt im Wasser. Also ist jetzt nur mal so eine kleine Auswahl. Aber weißt du, was ich glaube? Das sollten wir mit Ben mal lieber nicht spielen, ne? Warum? Ja, der gewinnt doch immer. Der gewinnt. Und mit Anja Hansen kannst du es auch nicht spielen, die schummelt immer und dann gewinnt sie auch immer. Aber dann können wir ja mal Ben und Schwester Hansen spielen lassen. Wir können ja hier mal eine Runde spielen, live. Wie lustig. Hier live? Ja, Ja, so mit super ein paar lustig. Leuten. Wie findet Super ihr das? lustig. Darf ich mal sehen? Ja. Kannst dich hier mal zu mir setzen. Wie geht denn das Ist doch Spiel großartig. eigentlich? Also ich habe hier also das typische Stadt-Land, das ist klar. Ne? Und dann habe ich, das gibt es in Hamburg, Schiedwetter, Genau. Begriff aus der Seefahrt, Hamburger Sehenswürdigkeit. Aber wie funktioniert denn das? Also jeder kriegt so ein Blatt. Die Blätter sind immer gleich, ne? Genau, jeder kriegt so ein Blatt und dann wird ein Buchstabe ausgewählt. du Und zum musst- Buchstabe auswählen gibt es hier unten so eine Leiste. Genau. Musst du mit dem Zeigefinger rüberwischen und einer sagt Und du Stopp. sagst Stopp. Also Genau. ich muss jetzt hier so wischen Genau, und du sagst Stopp. Sag Stopp. mal, jetzt wäre hier D. ja, genau. Wie So, Dora. ja, Stadt mit D, Hamburg. Ja, du bist ja schon mal raus. Land mit D. Ja, aber es ist doch eine Hamburg-Edition. Ne? Ja, aber das ist ja so ein bisschen, Damburg. ja, Okay, also Düsseldorf. genau. Land, klar, Deutschland. Das gibt es in Hamburg mit D. Dummtüch. Dom. Ja, das Den ist Dom zum gibt es Beispiel in den Hamburg, Dom. den Dom. Und bei Schiedwetter? Äh, Geh auch auf den Dom. Passt schon. Hamburger Schnack mit D. Da kannst du mit deinem Dummtüch kommen. okay, das wäre das Dummtüch. Dummtüch. Begriff aus der Seefahrt.
Mit D. Dalben. Du bist ja richtig gut. Ich kann das ganz gut. Ich habe bei sowas echt, ich Das habe ist da super, einen Zapfen weil, im Hirn. ja, das ist gut. Ich kann das eigentlich ganz Ich habe gut. da voll den Zapfen im Hirn. In den Öffis, da müssen wir Nilsi fragen. Nilsi, in den Öffis mit D. D? Also man sollte auf jeden Fall ein Deo benutzen, aber Deo. In den Öffis ein Deo. ja, bist du schon mal Öffis gefahren? Dann weißt du warum. Großartig. Bar, Club, Restaurant, Dollhaus. Sehr gut. Das Dollhaus. Achso, und dann ist aber eine Runde vorbei, weil in der nächsten Runde kommt wieder Stadt und Land und dann kommen aber dahinter andere Sachen. Dann kommt Okay. eine Hamburger Spezialität, ein Stadtteil von Hamburg auf dem Hamburger Dom. Also man hat im Prinzip 1, 2, 3, 4 Runden. In jeder der 4 Runden hat man vorne Stadt und Land. Also das sind jeweils nicht Runden, sondern Buchstaben. Ne? Das ist jeweils Genau. ein neuer Buchstabe. Und dann eigentlich ganz cool, ne? Oder? Also ist eine witzige Sache. Könnte ich man jetzt auch. eigentlich mal... Könnten wir mal live spielen, finde ich. Also Stadt, Land, Vollpfosten. Hamburg-Edition. Hamburg-Edition. Könnt ihr googeln, findet ihr bestimmt relativ einfach. Gibt es bestimmt irgendwie. Weiß ich nicht, bei den üblichen Das denke ich auch. Versendern. Brauchst du mal rein. Genau. Ja. Aber es ist ganz lustig, der Chat macht natürlich gleich mit. Guck mal hier, jemand sagt, hat er auch, kommt aus Quickborn, der Verlag. Ist es nicht auch der, wo wir immer dieses Krimispiel gemacht haben? Das wäre auch übrigens sehr cool. Wie hieß das denn noch? Ach, das war Krimi. auch so ein Umschlag und das ist, ja, muss man halt so einen Fall lösen. Ja, das war auch immer richtig klasse. Haben wir mit Anja immer gemacht. Wie hießen die denn noch? Anja, weißt du das, wie das hieß, falls du noch zuhörst? Guck mal, ob ich das finde. Tobias schreibt Black Stories. Nee, Black Stories Nee. ist was anderes. Sportsatz ist da und fragt, ob die AIDA schon weg ist. Ja, die ist leider schon weg. Wir warten jetzt noch auf ein Containerschiff, was noch im Zulauf ist. Aber Hauptprogramm ist eigentlich schon durch, mein Lieber. Aber wir haben hier natürlich die One-Fähre, die Neuland, die leider immer viel zu hell leuchtet. Und Trixie fragt, ob sie am 20.06. dann auch einen Geburtstagshorn bekommt. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir überhaupt streamen. Also wenn wir das streamen, dann kriegst du natürlich auch ein Horn. Ganz klar. Hidden Games, schreibt Schwester Hansen. Schwester Hansi will ich jetzt schon sagen. Das sagen sie. Ja. Mike hat uns alle verhansieht. Ja, guck mal, das Hänschen schreibt auch, das war richtig geil, das Spiel. Das hat sollten so wir mal- einen Spaß gemacht. Hatten wir da nicht schon bis zum 6. oder 7. Fall? Ich glaube, 4 hatten wir. Dann mussten wir auch da richtig sowas im Labor anmixen. In unserer Küche. Das war richtig gut. Volker schickt nochmal 2,49 für eine Schere. Ja, danke wir sind- dir, also aber wir wir haben es sind- geschafft. Wir sind hier echt noch nicht so gut eingerichtet, weil so die ganzen hausüblichen Sachen, die man so braucht, vergisst man immer irgendwie. Aber wir arbeiten dran. Nächste Woche erwarten wir einen neuen Hintergrund. Da sind wir schon ganz Hier gespannt drauf. für hier hinten, da soll ein schöner Hintergrund hinkommen, dass wir hier das Ganze so, also dass wir hier das Set irgendwann mal so ein bisschen netter hinbekommen.
Im Moment ist das ja alles so sehr provisorisch. Und ja, bin ich schon sehr gespannt. Wann kommt das? Freitag. Freitag. Ja. Sehr gespannt. Ja, einige schreiben es ja auch nochmal Hidden Games Krimispiele. Ja. Also was ich daran Musst du lachen über Schwester Hansi. Schwester Hansi. Was Herrlich. ich halt so toll an diesen Spielen finde, diesen Hidden Games, das ist ein Umschlag mit ein bisschen Papier da drin und es ist so mega Kannst so einen kreativ, es Spaß macht so haben, einen ne? Spaß. Genauso wie dieses Stadt-Land Vollpfosten, das ist im Prinzip auch ein Block gedruckt. Also ganz, ganz toll, ja, dass man mit so einfachen Sachen so einen mega Spaß haben kann. Aber zum Beispiel dieses Hidden Games, wir hatten auch mal anderes, das hatten wir, glaube ich, auch geschenkt bekommen. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut, Nee, das war also von einer dieses anderen Hidden Firma. Games ist wirklich richtig klasse. Und Ja. das muss man auch eigentlich, wenn man das anfängt, also da gibt es immer mehrere Fälle. Oder es gibt mehrere Fälle da schon. Weiß ich nicht, bei welchem Fall die jetzt sind. Ich glaube, wir haben irgendwie bis zum 6. oder so das gespielt. Oder 7. Ich meine 4, aber gut. Okay. Und also das ist echt Weltklasse. Man muss mit dem ersten, glaube ich, anfangen. Ne? Das war schon, das hat sich so ein bisschen Ja, weiterentwickelt. Ne? Also ich glaube, es gab hin und wieder gab es eine Verbindung. Also die funktionieren schon alleine, die Spiele, aber hin und wieder gab es da, glaube ich, irgendwas. Tommy erinnert nochmal daran, dass wir die Hamburg-Flagge und den Ankerbesen von der Bunkerstation Absolut, abholen. da wollte ich ja eigentlich schon am Wochenende hin, aber irgendwie Das machen wir nächste Woche, ne? haben wir es wieder nicht geschafft. Ja. Ne? Guck mal hier, kreativ Andi. Der ist seit 13 Monaten dabei. What? Und er schreibt allwer een man drüben. Und wo immer toll mit Joal. Kannst du das mal übersetzen? Wie gesagt, ich kann ja kein Platt. Andi, kannst du richtig Platt? Oder hast du auch Hilfe genommen? Ja. 2,49 nochmal Also von und wie immer Schwester toll Hansi. und wie immer toll mit uns allen. Joal mit euch allen? Genau. Ja. Oder all wäre ein Monat, schon wieder ein Monat rum, würde ich sagen. Schon wieder ein Monat Ja, ja. rum. Ah, okay. Kann ja ein bisschen platt. Ja. So, Aida Nova und die Argus sind jetzt auf gleicher Höhe. Jetzt will ich noch mal hier ein bisschen in den Chat gucken. Hier ist noch irgendwas, Remo und Watchi hatten auf Twitch geschrieben, aber da ist irgendeine Nachricht raus. Das ist irgendwas, was wir uns später angucken können. Okay. Ja. Okay. Das wird lustig, wenn wir hier mit allen das Spiel machen. Oh, das ist, ey. Da werden so lustige Sachen bei rauskommen. Ganz ehrlich, das wird so lustig. Ich bin nur, ich habe bei sowas eine Blockade. Das ist wirklich, Berühmte Hamburger. wenn ich davor sitze, dann und hinterher, hier gehört nicht auf das Fischbrötchen. Lustig. Komm her, gehört nicht, sag mal Stopp. Stopp. E. Gehört nicht auf das Fischbrötchen Erbse. mit E. Erbse oder Essig. Wobei Essig? Naja, Nein, gehört, hat naja, aber nicht. ich sag mal, sowas Eingelegtes ist ja mit Essig irgendwann mal eingelegt worden. Okay. So ein Matthias oder so. Aber eine Erbse hat da nichts zu suchen, finde ich. Lustig. Richtig klasse. Stadt, Land, Vollpfosten. Guck mal, der Harry, der ist seit 7 Monaten auf dem Fischmarkt. Und der hat heute Geburtstag. Sagt, bitte spielt das Geburtstagshorn. Ach gut, ja, das hatten wir noch gar nicht heute, ne? Ja, da muss ich mal hier Hat sonst noch jemand Geburtstag? Haben wir noch einen Moment Zeit? Muss ich mal kurz meine Hornothek laden. Und dann sagen wir mal herzlichen Glückwunsch.
Ich glaube auch, dass wir mit diesem Spiel Stadtland Vollpfosten echt den Stream noch gut unterhalten können. Oder das ist so ein bisschen wie ein Quiz, aber irgendwie auch so Ja, ist halt so innovativ für und alle lustig, zum Mitmachen ne? Ja. irgendwie, ne? Watchy, willkommen bei uns auf Twitch. Lässt ein Prime-Sub da. Danke dir vielmals. Ich glaube, der Nächste Woche will ich bei Rainer mitfahren. Guck mal, der Watchy hatte auch irgendwie geschrieben, dass er auf der Stettin ist und gefragt hat, ob wir da auch mal mitfahren wollen. Ja, sehr Immer. gerne, sehr gerne. Ach so, Immer. das hatte ich überlesen, darum ging Ja, es. das hatte Okay. Remo, hatte das alles Ja, klar gemacht. vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. So, ihr habt das alles hier im Blick. Ich mach noch mal ein anderes Bild hier zwischendurch. Ups. Wieso ist denn die eine Kamera aus? Oh, vielleicht Was ist denn da jetzt los? ist der Akku kaputt. Oh, Oder- Junge. Oder leer. Gibt keinen Strom auf Hawaii. Na, das wäre ja noch was. Ich habe es geschafft, hier im Büro, wo wir überall Strom haben, den Akku von der Kamera leer zu nudeln. Ja, das ist super. Jetzt braucht die erst wieder einen kleinen Moment, bis die genug Strom hat und anspringt. Sandra, das war übrigens ein super Geschenk hier. Dein Stadtland Vollpfosten. Ja. Lieben wir jetzt schon. Florian und Vanessa schicken auch nochmal 2,49 und schreiben, sie freuen sich jetzt noch mehr auf die Reise. Das ist ja so lustig. Ich habe es mir ja schon gedacht, dass irgendjemand da mitfährt. Weil diese Reisen, die buchst du ja eigentlich auch relativ weit im Voraus. Ne? Normal, denke ich mal. Es gibt ja auch viele Leute, die einfach ihren Urlaub sehr weit im Voraus planen müssen. Und dann willst du ja auch irgendwas safe haben. Also ich meine, wenn du natürlich flexibel bist, dann kannst du ja buchen, wann du möchtest. Aber wenn du darauf angewiesen bist, zu dem und dem Datum zu fahren, dann und dann nichts frei ist, wäre ja richtig ärgerlich. Robert Kröber hat übrigens geschrieben, Eingeweide. Wir waren auch nicht mit aufs Frischbrötchen. Ach. Ich stelle mir das jetzt gerade bildlich vor. Los, komm, wir spielen noch einen für den Chat. Okay. Einen für den Chat. Komm. Soll ich mal hier rüber? Welche Reihe spielen wir denn? Die unterste? Die unterste spielen wir, ne? Die hatten wir noch nicht. Oder nehmen wir die dritte. Wir hatten die dritte noch nicht. Ich muss mal ganz schnell rüberfahren und du sagst Ja. Stopp. Stopp. N, wie Nordpol. Okay. So, und wo waren so, wir? wir spielen jetzt aber für den Chat. Das heißt, ja, ihr seid eigentlich gefragt. Ihr seid gefragt, die lustigsten Antworten. Dürfen wir denn auch mitmachen? Ja, wir dürfen auch mitmachen, aber ich verliere dann ja immer. Ich wollte das jetzt eigentlich so ein bisschen... Was nehmen wir denn jetzt Ja, hier? hier, wir wollten die dritte Reihe, oder? Okay, willst Also. du vorlesen? Also mit N. Wir fangen an mit Stadt. Stadt mit N. Sollen wir jetzt mitmachen oder nicht? Nee, wir müssen im Chat ja mal... Wir müssen gucken, wir ne? müssen im Chat ein bisschen Okay. Zeit lassen, weil wir ja immer etwas Versatz haben in dem Stream. Stimmt. Ja, aber hier Nürnberg, Norddeich, Ja, haut ja schon ne? raus. Neapel. Neapel möchte ich auch noch mal hin übrigens. Ja, guck mal, man denkt bei sowas immer automatisch an deutsche Städte irgendwie, aber das ist ja eigentlich Quatsch, oder? Das ist Quatsch. Ja. Also ich weiß ja nicht, wir haben jetzt Neustrelitz, Nauen, Neumünster, Neubrandenburg. Wir haben uns ja noch nicht so die Regeln richtig durchgelesen. Ich weiß, bei Stadt, Land, Fluss zählt das nachher an Punkten. Wenn du irgendwas nimmst, was natürlich sehr oft kommt und jemand das auch hat, kriegst du weniger Punkte, als wenn du was Exotisches hast. Aber das weiß ich nicht ganz So, genau. Punkteverteilung. Dir fällt kein richtiges Wort ein. 0 Punkte. Mindestens ein Mitspieler hat dasselbe Wort wie du. 5 Punkte. Kein Mitspieler hat dasselbe Wort wie du. 10 Punkte. Dir ist als einziger ein Wort in der Kategorie eingefallen. Siehst du? 20 Punkte. Wunderst du dich nicht auch gerade, dass ich ein Spiel gut finde und auch die Regeln kenne? Das ist unfassbar. Unfassbar ist das. Guck mal hier, was hier auch für einen Namen um. Nedda Hast Stettfeld.
Okay, mit N, ein Land. Jetzt überlegen alle was möglichst Exotisches. Ich wäre ja natürlich sofort bei Norwegen. Ein Land mit N. Ja, Norwegen. Ja. Oh, hier, Nairobi. Nassau. Nassau ist eine Stadt, oder? Nassau ist kein Land. Namibia. Nigeria. Oh. Das ist immer, wenn du es liest, dann fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Also wirst du nicht so gut abschneiden bei der Partie. Wenn wir Hier kommt nochmal Nassau. Ist Nassau ein Land? Das kann sein. Ist Nassau ein Land? Ich Also dachte, Nassau wäre Bahamas. Genau. Aber das kann auch sein, dass das auch ein Land ist. Wer weiß. Vielleicht wurde ja wieder irgendwas neu geordnet. Oder es gibt noch was anderes. Ja. Mit N. Eine Straße in Hamburg. Mit N. Nordkanalstraße. Netherfeld, ja. McGame schreibt auch, Nassau ist eine Stadt auf den Bahamas. Ich meine nämlich auch, das wäre... Ich will die Kamera nochmal, falls da gleich das Containerschiff kommt. Wir verquatschen uns hier nämlich gerade total. Die Nepa-Bahn. Die Nepa-Bahn. Ja, da kann man natürlich, ja, hier neue Straße, ne, da kann man natürlich auch als Nicht-Hamburger irgendwas raten. Ja. Ich glaube, in jeder Stadt gibt es Straßen, die... Na? Mit N. Hier, das ist schön. Im Hamburger Hafen. Neuland. Die Neuland. So schlecht bist du doch gar nicht. Also was natürlich hier erschwerend hinzukommt, hier steht ja auch der Tipp, jeder Durchgang sollte zum Beispiel auf 2 Minuten begrenzt werden. Ja? Jetzt hat man natürlich hier Zeit und so ein alter Schummelkopf wie ich, der guckt natürlich jetzt schon mal in die nächste Kategorie und überlegt. Ich nehme dir das auch weg, das darfst du nicht wiedersehen, bevor wir das nächste Mal, sonst übst du ja. Kenn dich doch. Du willst ja gut dastehen. Ja, hier im Hafen, guck mal, Nebel. Ja, ja, Nebel kommt hier von. vorne. Ja, genau. Nebel, jede Menge Nebel. Peter schreibt nur der HSV. Naja, okay. Ob wir das jetzt gelten lassen können. Eine Fischbrötchenbude. Das Schiff ist übrigens bei Airbus. Okay. Ja. Kann man überhaupt was erkennen? Das ist so dunkel. Vielleicht können wir ein bisschen heller machen hier den Spaß. Im Chat sollte ich dir übrigens bestellen, dass der HSV heute gewonnen hatte. Du solltest das auch Ich eigentlich hörte noch, davon. du solltest das auch eigentlich noch vorlesen, aber es war nachher so schnell weg. Ich hörte davon. 10 Wir Euro freuen Superchat uns. kommen übrigens noch von Rolf Heinrichs. Ganz lieben Dank, Rolf. Dankeschön. Und der Rolf haut auch noch eine Mitgliedschaft raus. Dankeschön. Als nächstes haben wir ein Kunst- oder Kulturevent in Hamburg mit N. Ein Event. Kann auch ein Konzert sein. Also oder? mir lag jetzt die neue Flora auf der Lippe, aber das ist ja im Prinzip eine Event-Location. Narvengeburtstag. Ein Event mit N. Das ist aber schwer, finde ich. Ich glaube, wenn wir es gleich lesen, dann...
Neujahr, schreibt Claude van der Klau. Also das ist, ja, Neujahr. Ich glaube, Neujahr geht jetzt nicht als Kunst und Kultur. Hier, Nacht der Museen. Das ist cool. Das ist gut. Nacht der Museen. Nebelstream, ja. Eine Tanzparty. Ja, auch geil. herrlich. Nacht der Kirchen. Ja, Nacht der Museen ist gut. Ne Schiffstaufe, also irgendwas mit ne am Anfang ist ja auch schwierig. Okay, Eine Nachtfahrt mit Elas. Wunderbar. nächste ist Hamburg ist Punkt, Punkt, Punkt mit N. Hamburg ist Punkt, Punkt. Nebel. Neblig. Genau das gleiche wollte ich gerade sagen, neblig. Hamburg ist neblig. Hamburg ist nebelig. Nass. Hamburg ist nass. Hamburg ist nett. Absolut. Ist nice. Nie langweilig. Sensationell, ja. Nicht so schön wie Bremen. Nicht schlecht ist auch gut. Ich finde, da kann man aber auch so alles gelten lassen. Reisewert, finde ich, kann auch Ja, aber mit ne am Anfang, ne Reisewert, also. Naja, aber das ist ja auch so eine Rubrik. Hamburg ist Punkt, Punkt, Punkt. Dann muss man denn auch mal kulant sein. Okay, dann machen wir jetzt ne? weiter. Jetzt mit N gehört nicht aufs Fischbrötchen. Mit N? Ja, Eine Nacktschnecke. Nagel. Ja. Ja, Ich möchte keinen Nagel auf mein Fischbrötchen haben. ich auch nicht. Oder muss das was Essbares sein, was nicht aufs Fischbrötchen gehört? Nö, das ist egal. Nö. Was gehört sonst alles? Nutella schreiben hier. Guck mal, gleich die ersten 3 hintereinander. Oh, hier. Alle. Nutella, Nutella, Nutella. Ich stell mir das gerade vor. Also die meisten sind doch bei Dingen, die essbar sind. Ja, dann lagst du mit dem Nagel vielleicht verkehrt. Das kann sein. So, zweite Kamera ist auch wieder einsatzbereit. Niespulver, auch lustig. Was haben wir als letztes? Hier mit N. Das braucht man auf einem Schiff. Mit N. Mit N. Nautica Habe ich auch gerade gedacht. wäre nicht schlecht. Aber irgendwas Exotisches? Du meinst irgendwie einen Gegenstand? Das braucht man auf einem Schiff. Nebel. Nebelhorn. Nebelhorn. Nebelhorn, ja, Nebelhorn ist super. Neffe Krümel schreibt Natron. Ja, Natron muss ich bestellen. Ganz dringend. Eine Nagelschere. Naja, okay. Gut, wenn ich monatelang unterwegs bin, dann brauche ich auch eine Nagelschere. Ein Notstromaggregat. Auch nicht schlecht. Nachtsichtgerät. Notizbuch, Navi. Nüsse. Eine Nachtwache, das finde ich auch sehr wichtig. Die braucht man. Hier die tatsächlich. Netzwerkdose von Uwe. Es sind zwar bestimmt nicht viele bei mir, aber ich würde mal sagen, ja, die Netzwerkdose schon gar nicht so verkehrt, wenn man die hat. Also das war doch lustig. Wenn man Ja, eine also die Runde ist gespielt, oder? vorbei. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt mit dem Chat ein bisschen schwierig, weil das Ganze sollte man natürlich auf Zeit machen. Ja, Geht aber so ein bisschen dabei- zur Überbrückung, wo wir jetzt noch auf das Schiff warten, kann man ja sowas mal machen. Ne? Also auf jeden Fall. Ja, warten wir denn da noch drauf? Wo ist denn das überhaupt? Das
Schiff. Eigentlich müsste man das doch so langsam mal da hinten beim Dockland sehen. Hier war doch eben bei Airbus. Ja, Chat hat gewonnen, auf jeden Fall, auf jeden Fall. schreibt Big J Norderstedt auf Twitch. Chat hat gewonnen. Quigley Gear fragt jetzt nochmal, was da eigentlich noch für ein Schiff kommt. Wie hieß die? Argus? Ich kann mir das auch immer nicht merken. Ich glaube ja. Irgendwie sowas. Ein Containerschiff mit einer Länge von 300 Metern. Und ich schmeiß jetzt mal den Wesselfinder an, Mensch. Wofür habe ich das denn alles hier, wenn ich es nicht benutze? Sapperlot. Kann doch alles nicht wahr sein, Mensch. Argus, hast du recht gehabt. Da ist sie, die Argus. Oh, die ist noch vor Airbus. Boah, die braucht ja locker noch eine... Boah, wie lange braucht die denn noch? Also bestimmt noch 30 bis 45 Minuten. Die hat gerade mal 8 Knoten drauf. Heieieiei. Tobi schreibt, es reicht noch für eine zweite Runde. Du, da muss ich mir aber erstmal hier schnell eine Lindkugel holen. Brauchst du was für deine Nerven oder brauchst du Zucker fürs Gehirn? Na, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Vielleicht wollen die Zuschauer noch eine zweite Runde spielen. Wollt ihr? Aber du kannst jetzt nicht reden. Du hast den Mund voll. Ich habe den Mund voll. Hm? Hier ist die Frage, wie die Wirtschaft da rechts unten heißt. Das ist keine Wirtschaft, das ist ein Restaurant. Das ist das Rief. Kannst du mal, kriegen wir das noch weiter ran? Nee, höchstwahrscheinlich nicht, ne? Also es ist sehr schön da. Sehr leckeres Restaurant, aber auch ein bisschen hochpreisiger. Ja, das stimmt. Also lieber mal vorher auf die Speisekarte gucken. Also die Zuschauer wollen noch eine Runde. Wollen wir noch eine machen? Dann nehmen wir noch mal die erste oben, Ja, oder? lass mich mal einmal kurz was gucken. Also die einzelnen Seiten sind, glaube ich, immer gleich. Nein, das stimmt nicht. Guck mal hier. Auf dem Fischmarkt. Doch, das Ja? ist immer gleich. Also hier, jedes Blatt ist gleich, Ah, okay. aber untereinander ist dann Okay. unterschiedlich. Also das wäre ja, vom Druck her wäre das ja krass, wenn das alles unterschiedlich wäre. Ja, warum nicht, ne? Wollen wir den obersten nehmen oder den untersten? Sag du. Untersten hatten wir noch gar nicht. Nee. Soll ich? Ja. Und du sagst Stopp? Stopp. Q. Oder ich bin Das ist- zwischen G und Q. Aber du hast eher auf G. Ich bin eher auf G, weil dir G besser gefällt? Nein, oder? aber wenn du deinen Finger mal siehst, dann ist es mehr auf G. Okay. G wie Gustav. Diskutier nicht mit deiner Frau. Wir haben G wie Gustav. Stadt mit G. Gütersloh. Ja. Göteborg. Glückstadt. Jetzt kommst du ja richtig in Fahrt. Ja, hier, Big Kai hat übrigens eine super Idee. Geh doch mal gerade runter und hol eine Pizza. Eine sensationelle Idee, finde ich. Gera. Guck mal, wie viele Gera hier kommen. Krass.
Gunzhausen, Gießen, Gatow, Grömitz, Groningen, Goslar, Genua. Stimmt, Genua ist auch eine Stadt. Günzburg im Elsass, Grenoble, Gabun, Gelsenkirchen, Glasgow, Goslar. Boah, jede Menge. Jede Menge. Jede Menge. Okay, ein Land mit G. Gambia? Das ist ein Land. Gambia ist ein Land, ne? Da bist du weit vorne, vielleicht mit Punkten. Gambia. Der Sachsen-Uwe lässt nochmal 5,99 da. Dankeschön. Dankeschön. Und er schreibt: Moin, Tanja, Schwester Hansen und Paddy von der Berlin-Göre in Sachsen und mir. Wieder ein super Stream. Ja, liebe Grüße an euch zurück. Guck mal, Griechenland ist natürlich so naheliegend. Grönland. Aber ist dir das nicht eingefallen? Aber ich denke, du überlegst immer, damit du irgendwas hast, was nicht so Ja gut, das ist. könnte man natürlich, also Da musst du taktisch vorgehen. für mich ist es ja schon eine Herausforderung, überhaupt was Passendes zu finden. Du kannst auch gleich gerne das nächste vorlesen. Ich mache hier noch ein Ja. bisschen Kamera. Also, wir haben als nächstes berühmte Hamburger mit G. Günter Gabriel. Ist das nicht auch ein Hamburger gewesen? Garfield ist kein Hamburger, oder? Aber ich glaube, Hamburger ist er nicht. Also er hat hier lange in Hamburg gewohnt, er hatte hier ja auch das Hausboot. Aber ob es wirklich ein Hamburger ist, ist glaube ich nicht. Ja, dazu müsste man jetzt mal so einen Ben haben. Dem wird garantiert einer einfallen. Ein berühmter Hamburger mit G. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Architekten, den wir morgen früh kennenlernen bei der Tour. Guck mal hier, Gerrit Braun, ja wunderbar, von hier, vom Modell hier Vom Miniaturwunderland. Ja, ja. Ja. Gunther Sachs. War der Hamburger? Ich bin mir auch nicht so sicher. Götz-George? Götz-George ist doch kein Hamburger, oder? Also Götz-George ist für mich sowas von im Ruhrpott. Wobei der hat, Schimanski war natürlich Ruhrpott, aber ich will Ich denke, bei natürlich vielen weiß man das vielleicht gar nicht. Ne? Also es sind ja auch nicht nur so Berühmtheiten, es können ja Musiker und alles Mögliche sein. Ne? Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass Götz-George in Hamburg geboren ist, aber für mich ist der sowas von Ruhrpott. Ja, aber hör dir mal die Brandung an. Aber guck mal, auf dem Bild siehst du auch unten rechts, da ist immer noch richtig Ebbe. Ja. Richtig wenig Wasser in der Elbe. Das hört sich ja an, wir sind hier in der Karibik. Mhm. Es fehlt jetzt hier nur noch die Hula-Musik und der Cocktail. Nächste Kategorie. Vielleicht hört sich das so an, wenn du mit der AIDA unterwegs bist. In Oh, deiner, herrlich wäre das. Kabine. Herrlich wäre So, was das. haben wir denn jetzt hier? Moment. Das schwimmt im Wasser mit G. Das schwimmt im Wasser mit G. Die Gerda. Eine Gelbaugenforelle. Die Gerda. Ja, Gerda gibt eine Barkasse, die Gerda heißt. Barkassenmeier, ja. Schwimmt im Wasser mit G. Wie hieß noch der Schlepper, der immer in Parkenburg ist? Irgendwas mit. Gruno. Genau, Gruno. schwimmt auch im Wasser. Gruno 1, 2, 3, 4, 5. Ne, bis 4 gibt es die, glaube ich. Guck mal hier, der Goldfisch ist sehr beliebt. Man denkt immer irgendwie so an Schiffe auf einmal oder irgendwas. Ja, ich bin irgendwie so bei der Elbe und dann. Eine Garnele.
Hier, der Wolfgang reicht's noch nach. Götz-George ist in Berlin geboren und in Hamburg gestorben. Okay, dann geht er als Hamburger durch, oder? Ich denke auch. Ein ganz kleines Mikrofon. Das schwimmt. Nein, das schwimmt nicht im Wasser. Das ist untergegangen. Du weißt aber nicht, ob es schwimmt. Das ist abgesoffen. Oh, herrlich. Was haben wir denn als nächstes? Was haben wir denn als Eine Gummiente ist auch sehr beliebt. Grimaldi-Schiffe. Das ist, ja, sehr streamnah. Okay, nächste. Wir sind beim Buchstaben G. Stadtland Vollpfosten, Hamburg-Edition. Die große AIDA-Fahne von Brigitte. Oh, das war so traurig. Das ist schon ein bisschen fies, aber sie hat ja Nachschub. Absolut. Ja. Twitch-Flo ist jetzt da auf Twitch und fragt, habe ich die AIDA verpasst? Ja, die hast du leider verpasst. Also wir sind hier schon, der Stream ist schon so ein bisschen im Abklingen. Wir warten jetzt noch auf ein Containerschiff, was da reinkommen soll und versuchen gerade die Zeit so ein bisschen zu überbrücken mit dem Spiel Stadtland Vollpfosten in der Hamburg-Edition. Wir sind beim Buchstaben G. Und was ist die nächste Kategorie? Wir hatten gerade das schwimmt im Wasser mit G. Und jetzt haben wir, das hat Tradition in Hamburg mit G. Das hat Tradition mit G. Gutes Essen. Da muss man gar nicht so wahrscheinlich den einfach. Notar einschalten dann, oder? Bei solchen Antworten. Das ist gar nicht so einfach. Das hat Tradition mit G. Guck mal hier, große Hafenrundfahrt, das ist cool. Ja, absolut. Grünkohl ist, ja, Grünkohl, ja. Große Freiheit. Große Freiheit geht Absolut. auch, ja, ja. Goldkehlchen, ja, Auch, ja. ja. Ist das schon Tradition? So lange gibt es sie doch noch gar nicht, oder? Naja, gut. Grog, auf jeden Grog. Fall. Geburtstag des Hafens, ja, so kann man es auch umformulieren. Ja. Und bei H kommt Anja dann mit Hafengeburtstag. Glücksspiel, Güterumschlag, hier, Güterumschlag finde ich super. Ja. Gucken von Schiffen. Oh, der ist aber echt schwer. Das hat Tradition. Das stimmt. Ja, aber wenn man noch ein bisschen länger nachdenkt, fällt einem vielleicht ja auch noch was ein. Das ist halt, gibt bestimmt genug, aber das... Absolut. Absolut. Nächste? Was haben wir denn noch? Was sagt das Schiff? Das dauert noch. Das Schiff Sagt dauert mir noch einen eben? kleinen Moment, ne? Da trifft man sich. Da In trifft Hamburg man mit sich. G. Mit G. Mit G, da trifft man sich. Da trifft man sich. Große Freiheit, Gin Hotel. Gin Hotel, ja. Gänsemarkt. Gänsemarkt. Oh Mann, ey, ihr seid so gut. Ihr seid so gut, das ist so krass. Jetzt Gängeviertel. wieder die große Freiheit. Ja, ob man sich im Gängeviertel trifft. Aber immerhin ein Ort. Alles besser als das, was mir einfallen würde. Große Elbstraße. Grasbrook. Die Gedenkecke von Ben und Paddy. Kommt dir das auch schon so super spät vor? Jetzt heute? Ja, mir kommt das ist richtig erst halb spät vor. acht, Das ne? ist erst 7:30. Aber morgen muss ich auch wieder früh raus. 9:30 Uhr Stream mit Ben. Was sagt denn so die Wettervorhersage für euch beiden morgen? Ich glaube, ist alles gut. Ja? Ja, ich glaube, das ist alles gut. Guck mal, Galopprennbahn finde ich auch gut.
Gröninger Restaurant, das stimmt. Das ist ja auch sehr... Und Just for Fun fragt noch, wer macht da Alarm bei uns eigentlich? Ja, das das ist würden hier wir auch gerne gegenüber mal auf dem Terminal. Das ist das Geräusch, glaube ich, wenn die Containerbrücke versetzt wird. Ich kann ja mal drauf gehen mit der Kamera. Und du kannst ja noch eine Runde spielen. Guck mal, ob wir da was sehen. So, was haben wir denn hier sonst noch so im Angebot? Das ist auch schön. Das nächste ist auf dem Fischmarkt mit G. Also wenn ihr ganz genau hinguckt, seht ihr bei der Containerbrücke im Bild in der Mitte diese große runde Kabeltrommel und die dreht sich ganz langsam. Daran kann man sehen, dass sie sich bewegt. Und dann kommt dieses Warngeräusch. Ich habe gelernt, das nennt sich auch Möwenschrei, dieser Warnhinweis. Okay. Wo waren wir? Wir sind jetzt hier auf dem Fischmarkt mit G. Mit G. Galoschen-Günther. Den habe ich zwar noch nie gesehen, aber wenn du das weißt, dann... Ja, also irgendein Günther. Hier Grünzeug vom Holländer, sehr gut. Garnelen. Ja. Kreten, ja, auf jeden Fall. Gedrängel ist auch gut. Geschrei ist auch ja, viel besser. Ja. Gemüsehändler. Grünpflanzen beim holländischen Blumenkönig. Ich habe Angst, dass du irgendwann mal im Frühjahr auf den Fischmarkt gehst und mir diese ganzen Grünpflanzen von dem Holländer hier einschleppst. Die stellen wir dann hier ins Büro. Ach, du hast Angst, dass du die dann pflegen musst? Natürlich. Ach du, die macht die lassen wir einfach so lange, bis sie aufgebraucht sind. Wenn das gute Pflanzen sind, dann muss man die nicht pflegen. War nicht letztes Mal, hatten wir doch irgendwie gelesen, dass auch irgendjemand eine Pflanze gekauft hat, auch hier auf dem Fischmarkt, auch bei dem Holländer. Und da war so eine Echse drin, so eine ganz kleine. So eine ganz exotische kleine Echse. Das habe ich nicht gelesen. Die haben sie nachher auch irgendwie, hat das so eine Wildtierstation, die noch aufgenommen irgendwie. Besser ist das. Ja, die war jetzt nicht gefährlich, aber was willst du denn machen mit so einem kleinen Tier in deiner Pflanze? Ich hätte da garantiert so eine Bananenspinne drin, zu meiner Freude. So. Jetzt hätten wir noch im Angebot als letzte Frage mit dem Buchstaben G. Ein Hamburger Souvenir. Ein Souvenir mit G. Ein Gullideckel? Wir haben tatsächlich einen Hamburger Gullideckel. Haben wir bei uns. Mhm. Ein Gullideckel mit dem Hamburg-Wappen. Haben wir extra bestellt. Ja. Nisi sagt, die Argus ist am Rüschpark. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Die braucht aber. Aber ich kann da mal hinfilmen. Mal gucken, ob da jetzt was kommt. Aber ihr seht, es ist gar nicht so einfach, ne? Also es hört sich einfacher an, als es ist, finde ich, wenn man es dann erstmal spielt. Da kommt die Neuland wieder. Also ich sehe noch nichts von dem Schiff. Goldmünzen mit Hamburg-Wappen. Auch ein schönes so Souvenir. Automaten, wo man sich die pressen lassen kann. Ne? Das gibt es doch eigentlich überall. Die gibt es überall, ja. Ein Gürtel. Ja, ein Gürtel mit Hamburg-Wappen. Oder mit Hamburg-Schnalle, ja.
Gerösteter Kaffee von Hamburg Hafen Live. Na, das wär's noch. Ja. Schiff ist noch nicht zu sehen. Ein Geschenkgutschein für eine Hafenrundfahrt bei Ehlers. Ute hat sie am Bubendei-Ufer entdeckt. Dann kann es eigentlich nicht mehr so lange dauern, weil normalerweise, wenn man hier rüber filmt, durch die beiden Gebäude durch, kann man das Bubendei-Ufer sehen. Die braucht dann natürlich noch so einen kleinen Moment, bis sie sichtbar ist aufgrund des Winkels. Wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Containerschiff der Kategorie Schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Höchstwahrscheinlich. Genau, Just for Fun sagt alle nochmal schnell auf den Pott und dann ist sie da. Ja. Das wär's doch. Ja. Aber apropos Kaffee, vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben einen neuen Online-Shop. Der läuft jetzt auch unter www.hamburghafenlive.de. Und übers Wochenende haben wir da eine kleine 10% Aktion mit dem Gutscheincode ALLETOGETHER. Der Gutscheincode kann ja nur von einer kommen, von Anja Das ist Hansen. für Anja Hansen. ALLETOGETHER. Alles zusammengeschrieben, alles klein. Also falls ihr Kaffee braucht, dann können wir ein bisschen gucken, ob der Shop funktioniert. www.hamburghafenlive.de. Ist noch nicht viel drin, aber unser Kaffee vor allem und Schlüsselanhänger. ALLETOGETHER. Hessenblitz. 5 verschenkte Mitgliedschaften. Dankeschön. Und Watchy hat die Toplichter entdeckt. Jo, geht los. Es geht los. Guck mal, Matthias Mann ist auch an Bord. Sagt Moin aus Italien von der Relax. Ist ein tolles Schiff. Ja, super. Ich muss ja eigentlich nach Malaga fliegen und da die Taufe dann filmen, oder? Ja, mach das doch. Und das Ding ist echt so dunkel. Kannst du die sehen auf dem Monitor? Nö. Also ich muss hier wirklich ganz genau hingucken. Dunkles Schiff bei dunkler Nacht. Schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Da ist echt nicht viel an. Mal gucken, wie das aussieht, wenn sie hier ist. Aber jetzt hört man wieder auf dem Terminal richtig Attacke. Ja, wenn die erstmal hier ist und wir hier ein bisschen Licht im Hintergrund haben, dann wird man schon was erkennen. Das passt schon. Also jetzt noch mal kleines Finale. Guck, Matthias Mann schreibt auch. Mein Schiff 5 und 7 sind auch bei der Taufe dabei in Malaga. Malaga ist schön. Aber eine Unterkunft hättest du doch vielleicht. Unterkunft hätte ich sogar.
kenne tatsächlich jemanden, der in Malaga eine Ferienwohnung hat. Aber ich kenne überhaupt nicht die Bedingungen da. Wie das da mit Filmen ist, ob ich was sehe, von wo ich das machen kann. Ich habe da null Ahnung. Also das könnte auch so ein totaler Blindflug dann werden. Aber ich glaube, dein Kontakt, der da die Wohnung hat, der hat da auch ein Auto. Ja, wichtig ist ja die Frage, ob man das irgendwo von Land aus sehen kann. Ja, klar. Da bräuchtest du schon so einen Insider. Ein Malaga-Insider. Jetzt ist die Argus, glaube ich, hinter dem Terminalgebäude. Lucifer. Das ist ein Prime Sub da im zweiten Monat. Dankeschön. Jetzt müsste das Schiff hier jeden Moment hervorkommen. Ja, Prolet sagt, ab in den Flieger, finde ich auch. Guck mal, und Schwester Hansen sagt, Malaga Insider, hier bin ich. Sie möchte mit. Ja. Sie war zwar noch nie da, aber Google macht's möglich. Ja. Mit dem Finger auf der Landkarte war sie vielleicht schon mal da. Ja, Schwester Hansen. Mal mit Schwester Hansen nach Malaga zur Taufe vom Kreuzfahrtschiff. Oh, herrlich. Die lassen uns doch überhaupt nicht ins Land. Nee, das könnte schwierig werden. Oh, jeden Moment geht's los. Es ist wieder eine kaum auszuhaltende Spannung hier. Die ACDC sagt, die Argus ist über dem Elbtunnel. Dann muss sie ja jetzt kommen. Ja, die muss jetzt jeden Moment. Komm mal ran hier, würde ich sagen. Sie, ne? ich sehe sie. Sie kommt hinter dem. Ist immer so schwer abzuschätzen, weil wir so einen sehr schrägen Winkel haben. Aber jetzt kommt sie. Oh, jetzt bräuchte man hier ein Sofa, das wäre schön. Hast du jetzt ein Sofa? Ja, das wäre jetzt herrlich. Ja, ne? Ja. Wir holen uns gleich noch eine Tüte Pommes schön mit Mayo. Fahren wir nach Hause, gehen ins Bett und ruhen uns aus für morgen früh. Wo willst du denn die Tüte Pommes jetzt neu herholen? Ja, vom Pommes-Tütenverkäufer. Ach, jetzt sehe Schleicht ich sie es sich auch. in den Hafen. Absolut. Mit 2 Boluda-Schleppern. VB Prompt und VB Resolut. Ja, ich weiß gar nicht. 300 Meter ist jetzt nicht so ultra lang, ist aber auch nicht so besonders klein. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier vorne drehen, die hier den Drehkreis nehmen, oder ob die tatsächlich reinfahren in den Vorhafen. Ja, genau. Pommes gibt es nur in Flaschen.
glaube, jetzt kann man aber doch gut was sehen. Ist aber echt stockdunkel, der Dampfer. Mhm. Eine Flasche Pommes, Palim Palim. Didi Hallervorden. Kital fragt, ob das Schiff gerade ein- oder ausläuft. Nee, das kommt gerade rein. Möchte zum Containerterminal Tollerort, direkt hier vor unserer Nase. Und das ist die Argus mit einer Länge von 300 Metern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ach, guck mal, kann das sein, dass der Schlepper vorne noch gar nicht fest ist? Der macht jetzt erst, guck mal, der spannt jetzt erst an. Extra für uns. Extra für uns gibt es hier nochmal. Jo! Ach, diese schönen Bilder. Nordkaliforniker fragt nochmal, woher man die Infos bezüglich Terminals bekommt. Das bekommst du aus den sogenannten Segellisten. Es gibt verschiedene Segellisten, also einmal von der HALA für CTA, CTB und CTT. Und dann gibt es noch vom Eurogate. Und du kannst einfach mal Hamburg Segelliste googeln, dann müsstest du die eigentlich finden. Es sind halt Tabellen, wo man so ein bisschen drin wühlen muss. Es gibt auch so eine Webseite mit Schiffsankünften in Hamburg. Die wird aber leider nicht so oft aktualisiert, meistens nur so einmal am Tag. Die ist dafür ein bisschen schöner aufbereitet. Hier kommt auch nochmal der Link zu dieser Webseite, wo man die erwarteten Schiffe sieht. Genau, das ist die Argus. Und jetzt ist sie schon so dicht, dass man jetzt natürlich auch gut was erkennen kann. Schön, dass auch die Schlepper wieder so ein bisschen leuchten.
Nilsi fragt, wo man Schiffe weit zurückverfolgen kann oder sagt, er wüsste auch nicht. Ja, Also, das war mal eine Frage, die ist aber schon ein bisschen länger her und ich hatte dabei nachgeguckt, aber ich kenne halt auch nicht den Hintergrund. Also das war letztes Jahr die im Juni. Route oder? Nein, welche Schiffe hier in Hamburg waren. Letztes Jahr im Juni. Naja, man müsste ja wissen, ist es ein Containerschiff, ist es ein Kreuzfahrer, was für einen Hintergrund hat das? Dann kannst du vielleicht noch eher was rausfinden, würde ich sagen. Also ne? ich bin mir sicher, dass man es rausfinden kann. Ja. Aber du kannst jetzt nicht so pauschal sagen, am 17.06.24 waren folgende Schiffe in Hamburg. Du musst schon irgendwie, glaube ich, ein bisschen mehr darüber wissen. Da sieht man auch sehr schön, wie die Leinen klar gemacht werden. Ja, immer wieder eine schöne Perspektive von hier, oder? Absolut. Also kreativ angesagt, in den Segellisten kann man wohl auch zurückgehen. Ich habe jetzt nochmal den Hintergrund. Es ging darum, eine Zuschauerin hat in Cuxhaven ein riesengroßes Schiff gesehen, das aber nicht fotografiert. Und bis heute rätseln sie und ihr Mann wohl, welche Reederei das war. Ah, okay. Aber man weiß ja auch gar nicht, ob das Schiff tatsächlich nach Hamburg gekommen ist, wenn es in Cuxhaven durch war, oder? Karl Marx ist seit 19 Monaten dabei. Danke dir. Danke. Und Manuela lässt nochmal 2 Euro Superchat da. Danke. Er hat heute den ganzen Tag tapeziert und jetzt Oh mein ein bisschen Gott. Entspannung. Ein Glück haben wir jetzt ja hier doch noch ein bisschen Action, ne? Ich finde, das Warten hat sich auch gelohnt. Das ist aber auch wieder dicht dran hier, ne? Also das ist...
Ich finde das auch super interessant, hier oben auf die Back zu gucken mit den ganzen Winden. Hier ist auch ein bisschen was los, laufen ein paar Leute rum. Also ich finde, von hier oben aus dem Fenster sieht das aber echt noch näher aus als jetzt auf der Kamera, oder? Ja. Und der Nico fragt, ob du eigentlich deine Hausaufgabe gemacht hast. Ja, habe ich doch auf Instagram gepostet. Aber so doll sah es nicht aus, So ne? doll sah es nicht Nee. aus. Nein, das stimmt. Also er hat sich stets bemüht, will ich mal so sagen. Bring den nächstes Mal mit her. Aber kann das sein, dass der von Ben besser aussah? Ich habe von Ben den noch gar nicht gesehen. Ich glaube, Ben hat Hat da er auch auch was gepostet? Ja, und ich glaube, das sah ganz gut aus. Bella-Biene ist da und sagt guten Abend, verlängert ihr Sub auf Twitch. Moin, meine Liebe. Dankeschön. Stefan fragt, ob wir nochmal das Geburtstagshorn raushauen können. Seine Frau ist heute 66 geworden. Oh, Na sieh. Schnapszahl. Happy Birthday. Happy Birthday, würde ich sagen. Und Yamas ist auch dabei, auf dem Fischmarkt. Willkommen an Bord. Willkommen. Fuba verlängert, jetzt im 7. Monat. Wow. Dankeschön. Ich hoffe, ihr hört ein bisschen die Geräusche von der Schleppleine. Genau, Sabrina, das ist die Schleppleine, die so am Knarzen ist. Boah, da wäre ich jetzt gerne vorne auf der Back. Ja, ne? Da, wo alles so dunkel ist und dann mit so ein bisschen Licht dabei und die Crew, die da am Arbeiten ist, da wäre ich jetzt super gerne und würde Fotos machen. Stefan verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Dankeschön. Stefan, danke dir.
Jetzt sieht man dann erstmal diesen krassen Helligkeitsunterschied, wenn das Terminal im Hintergrund zu sehen ist. Ist ja fast schon zu hell. Das Fischeis-Original ist natürlich auch da, mit Grüßen von Hansi und 100 Bits auf Twitch. Dankeschön. Schon ganz cool, dem Schlepper dazu zu gucken. Hat sich ja doch noch gelohnt. Hat sich voll gelohnt zu warten. Nächste Woche will ich mal versuchen, bei Rainer mitzufahren von Druckverlust. Oh, das wird auch so lustig. Nimm noch Schwester Hansen mit. Dann hat der LKW garantiert einen Motorschaden. Also wer von YouTube noch nie was von Rainer Druckverlust gehört hat, der streamt allerdings nur auf Twitch und fährt mit dem LKW. Und der fährt jeden Tag die gleiche Tour, immer von Neumünster nach Hannover und zurück. Der fährt quasi fast bei uns vor der Haustür vorbei. Rainer hat in seinem LKW 11 Kameras untergebracht. Also Das ist ja nicht bezeichnet zu mich toppen, nicht ne? nochmal als Technik-Nerd. Gegen Rainer bin ich komplett harmlos. Ist dann allerdings leider eine reine Twitch-Geschichte. Also alle, die halt nur auf YouTube sind und nicht auf Twitch, tut mir dann leid, aber ist halt so, dass Rainer halt nur bei Twitch ist. Hat ja aber auch nicht ganz so viel mit Schiffen zu tun, außer dass ihr dann einmal beim Elbtunnel rechts Genau. Waltershof vorbeifahren. Ne? Ne, da geht es dann halt um LKWs. Fabian schreibt, er steht gerade unter der Kamera. Wo denn? Wahrscheinlich hier direkt unter uns irgendwo. Ich sehe hier gar nichts. Doch, da unten. Da unten rechts. Hallöchen. Hallo! Hallo! Steht direkt unter uns. Ja, René schreibt auch 11 Kameras, um Gottes Willen. Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Remo fragt, ob wir dann einen Nerdstream machen und Bitraten vergleichen. Oh. Ja, aber bei Bitraten verliert Rainer. Da verliert er. Matthias fragt, ob Rainer auch einen Link hat. Fragt er auf YouTube. Vielleicht kann mal einer von unseren lieben Moderatoren, der auch auf Twitch unterwegs ist, auch mal den Link zu Rainer von Twitch auf YouTube. Okay, ja, das kriegen die ja geregelt. Ja, die also Jungs. Remo ist da. Remo kriegt das bestimmt hin. Ja, Remo, sei doch mal so lieb und such mal den Sebastian Rainer auch. raus und postet den noch mal drüben bei YouTube. Beide da in Action. Ist aber, glaube ich, auch ganz einfach. Einfach twitch.tv/Druckverlust. Ach, warte ab, das dauert nicht lange, da hast du den hier. Ja, und die Argus ist auch schon fast an ihrem Liegeplatz angekommen. Kommt doch hier schon. Guck mal, beide gleichzeitig, unsere Moderatoren. Sind aber auch gut, die Jungs. Ja. Danke, ihr beiden. Lieben Dank. Ich sag ja, auf das Team ist immer Verlass. Dieses Geräusch wäre super als Weckton, oder? Ich finde das Geräusch auch super. Das müsste man mal irgendwie gucken, ob man es mal ganz sauber aufgenommen bekommt. Oder als Klingelton. Ja. So schön in den Öffis. Daniel schreibt, er könnte Montag Druckverlust schreiben, dass er mal bei euch vorbeifahren könnte. Ich stehe mit Rainer sogar in Kontakt und ja, der fährt ja ständig bei uns vorbei. Allerdings hat er auch so eine Tour, wo er immer das Gleiche macht. Und ich glaube, er darf nicht einfach so, also er dürfte jetzt auf seiner Tour nicht runterfahren und uns hier besuchen. Also er kann irgendwie so auf Rastplätze und sowas, aber die haben da irgendwie so vom Kunden Auflagen, glaube ich. Ich glaube, wir haben gerade einen Raid. Wir haben einen Raid. Ich glaube, Aquamundo ist an Bord. Oh, Aquamundo ist an Bord. Ja, ich sehe es. Aquamundo mit 129 Raidern hier. Mensch, guten Abend, ihr Lieben. Super. Schön, dass Danke, die dass ihr da seid. Binnenschiffer eingetroffen sind. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir sind schon die ganze Zeit zugange, haben die AIDA Nova verabschiedet, dann endlich bekannt gegeben, wo meine erste Kreuzfahrt hingeht. Hatten dann noch die MSC Alexandra verabschiedet und haben dann eine ganze Zeit auf die Argus gewartet, die jetzt gerade hier eingeparkt wird, hinten am Containerterminal. Toller Ort. Schön, dass ihr da seid. Jonas auch da. Ist ja auch mal selten, dass wir so lange streamen, dass Jonas hier rüberkommen kann. Ja, da siehst du mal, was hier heute passiert ist. Ja, wir machen heute hier mal Überstunden. Ja, Jonas auch auf jeden Fall ganz toll. MS Aquamundo auch auf Twitch nur unterwegs, nicht auf YouTube.
Also auf Twitch gibt es dann doch einige interessante Streamer. Twitch ist halt doch eher ist halt eine reine Stream-Plattform und da sind dann doch mehr unterwegs als auf YouTube. Von daher, ich weiß, viele von euch mögen auch nicht unbedingt immer hin und her switchen zwischen den Plattformen, aber so ein Blick über den Tellerrand, der lohnt sich doch absolut mal. DCW fragt, ob noch große Schiffe rein oder rauskommen. Nee, das ist jetzt für heute hier der Abschluss, dass wir die Argus streamen. Maulwurf schreibt mittlerweile auch auf YouTube. Ist Aquamundo mittlerweile auch auf YouTube? Okay. Ja, Jonas schreibt, mittlerweile sind wir auch Echt? 24/7 auf Oh YouTube. Mensch, haben wir gar nicht mitgekriegt, ne? Ach, seid ihr da live, Jonas, oder lässt du da Aufzeichnungen laufen? Also da müsste ich ja mal gucken. Das wäre ja cool. Das ist mir ja ganz neu. Das ist mir ja ganz neu. Da müssen wir ja mal, können wir ja auch die YouTube-Gemeinde mit Jonas glücklich machen. Techliner ist im 4. Monat mit dem Prime Sub dabei. Danke dir. Und Chris vom Rhein, ein neues Speicherstadt-Mitglied. Herzlichen Dank. 24/7 Jonas. Abgefahren. Na, dann können wir da doch auch mal in Zukunft ein paar Zuschauer rüberschicken. Ach, die Hauptkamera ist das mit 24/7. Ja, gucke ich mir mal an. Das ist ja cool. Ich weiß nicht, falls unsere Moderatoren das mal auf die Schnelle finden, den MS Aquamundo auf YouTube, dürft ihr natürlich gerne auch mal den Link reinposten. Ja, der spannendste Teil ist vorbei. Die Argus geht jetzt da hinten an die Pier. Ja, und AC/DC verabschieden sich auch, sagen schönen Abend für alle, bis morgen. Wir sind jetzt auch in den letzten Zügen, weil morgen geht es ja schon weiter mit dem guten Ben. Ihr wisst ja, Ben hat sich jetzt schon lange vorbereitet auf Hamburg Hafen Live History, die Geschichte der Kontorhäuser hier in Hamburg. Hat er sich richtig tief eingelesen, war auch ein paar Mal da, hat die Tour, ist die abgelaufen mit Kirsten zusammen. Also steckt richtig wahnsinnig viel Arbeit drin. Und den Stream wollen wir morgen früh machen, geht um 9:30 Uhr los. Also Sonntag Frühstücksfernsehen. Wir haben Sonntagmorgen gewählt, weil es dann halt nicht so voll ist in der Stadt. Da haben wir nicht ganz so viel Passanten, die da dann rumlaufen. Und dann ist das halt alles insgesamt so ein klein bisschen entspannter, was den Stream angeht. Geht also morgen um 9:30 Uhr los. Und deshalb, was meinst du denn, mein Schatz? Wollen wir mal so langsam... Können wir? Susanne fragt, ob Aquamundo das Flussschiff ist. Ja, genau. Kein Flusskreuzfahrtschiff, sondern ein Binnenschiff. Warte mal, ich muss so 3 bis 5 Sachen einmal kurz gucken. Haben wir denn noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen hier? Nee. Also morgen wird, glaube ich, richtig gut. Habe ich richtig Bock drauf mit Ben. Richtig Bock drauf. Ben meint,
1,5 bis 2 Stunden. Ich habe das Gefühl, dass das ein 3-Stunden-Stream wird mit Ben. Nein, ich hatte jetzt immer noch mal geschrieben, weil der Fabian hatte gefragt, ob sie noch hochkommen können. Aber ich habe gesagt, wir bauen jetzt hier gleich ab. Es ist ja jetzt hier auch nicht so toll. Also unten. Alles klar, okay. Gerne noch vielleicht kurz unten, wenn wir gleich kommen. Ja, das Problem ist halt, hier ist jetzt alles zu und hier mal eben gerade raufkommen, das geht halt nicht. Wir müssen halt immer dann runterfahren durch die Fahrstuhl, Tiefgarage, alles mit Karten. Hier ist ja Fort Knox. Genau. Und es ist jetzt hier auch, es ist hier kalt, es ist hier jetzt auch echt noch nicht so toll für Gäste. Also nee, das ist noch nicht so gastfreundlich hier. Ja, Mensch, ihr Lieben, war doch ein schöner Abend, oder? absolut. Also mir hat's gefallen. Wir hatten ein paar schöne Bilder mit der AIDA Nova, mit der MSC Alexandra und jetzt am Ende natürlich noch mit der Argus. Der Fabian war wieder dabei. Ich freue mich natürlich wahnsinnig auf meine erste Kreuzfahrt. Das wird, glaube ich, richtig spannend. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es da irgendwelche News gibt, irgendwelche Entwicklungen. Aber im Großen und Ganzen ist es ja weitestgehend abgesteckt, wann das passiert und wohin das geht. Na? Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Danke für eure rege Teilnahme im Chat. Vielen Dank natürlich auch für eure Unterstützung, die ganzen Spenden, die ihr wieder rausgehauen habt, die ganzen Mitgliedschaften, die abgeschlossenen, aber auch die ganzen verlängerten, das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Wir haben auch ganz, ganz viele, die halt wirklich schon seit wahnsinnig langer Zeit dabei sind und ihre Mitgliedschaft immer wieder verlängern. Also da geht auch mal ein ganz besonderer Dank raus. Dann natürlich auch rüber zu der Twitch-Gemeinde, wo wir ja noch nicht ganz so lange sind, jetzt seit, glaube ich, 7 oder 8 Monaten. Auch an euch natürlich. Ja, also wir haben schon einige, die 7 Monate dabei sind. 7 oder 8 Monate haben wir. Wahnsinn. Also auch da natürlich mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön rüber. Auch da haben sich wirklich tolle Kontakte ergeben und finden wir auch richtig, richtig gut. Also danke auch da an die Bits, so heißen da ja die Spenden und die Subs, was im Prinzip das gleiche ist wie die Mitgliedschaften auf YouTube. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank natürlich auch wieder an unsere Moderatoren, Absolut. die das Ganze wieder ordentlich unterstützt haben und ja, die nicht nur helfen, sondern die auch einfach immer wieder Spaß machen. Also, sag ja, wenn Schwester Hansen im Chat ist, dann ist einfach Bambule, ne? Ist einfach so. Noch mal ganz kurz schreiben. Ja. Du schreibst noch was? Ja, ich schreibe noch kurz was. Aber weißt du, was auch lange nicht war, dass wir hier noch saßen und die Nova ist schon an der Elbcamp vorbei. Ist sie vorbei schon an der Elbcamp? Anscheinend, ja, ja. Oh, ja, guck mal, weia. wie spät ist es? Also die müsste Ja, das stimmt, das könnte sein. Da muss ich hier noch mal ganz schnell was schreiben. An den Fabian nochmal? Okay. Ja, dann Tilt Klaus nochmal, 11 Monate, Dankeschön. Er sagt, super Stream, viele von euch sagen schon bis morgen. Wir leiten euch gleich auch weiter auf den Stream von morgen. Also wir hoffen natürlich, dass viele von euch dabei sind. Vielleicht passt es ja sonntags morgens zum Frühstück. Ansonsten auf jeden Fall die Empfehlung, das nachzugucken. Also Ben, der hat sich so vorbereitet und wir würden uns wirklich wahnsinnig freuen, wenn das dann auch entsprechend Anklang bei euch findet. Bin auch gespannt. Bin richtig gespannt, ne? Ich auch. Macht's gut, ihr Lieben. Bis Ich morgen. glaube auch, dass Ben jetzt schon schwitzt. Nach Ben, der ist ganz entspannt. Der war schon eine Generalprobe. Nein, ist ganz entspannt. Bis morgen, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.